Martin. Das war jetzt aber perfekt, absolut perfekt. Direkt ein Parkplatz. Bei Mundorf. Der Jürgen direkt am Arbeiten gekommen. Hier. Wir gehen in den Untergrund der kondensatorischen. Geh vor, Martin. Ich trau mich dran, ich bin so schüchtern. Hallo Mundorf. Ja, das ist die Diplomarbeit von der Fachhochschule Düsseldorf. Der Diplomant hat dann, also man kann hier, wenn man genau hinguckt, das ist eine sehr breite Membran, die im Hochtonbereich dann auch schon wieder sehr bündelt. Und darum, man sieht hier diese gelben Linien. Ja, da sind Stabilisatoren drin und die Membran ist in 3 Segmente unterteilt. Der mittlere Teil gibt jetzt wirklich nur den Hochtonbereich. Und die beiden äußeren Segmente geben auch die tieferen Frequenzen, die dann über das Horn wieder angepasst werden. Hier oben drauf sieht man auch noch, ist die Frequenzweiche als Teil der Diplomarbeit, die diese 3 Segmente ansteuert. Das heißt, es ist ein Amt der 2 Frequenzbereiche. Genau, es ist sozusagen ein Koaxial-Amt. Geil. Ja. Und natürlich bündelt er auf, also er geht nicht runter und nicht ober. Genau, er bündelt schon auf die Ebene so in die Reihe. Genau. Das, keine Decken- und Bodenreflexion. Genau, aber es gibt diese Membranen auch genau andersrum segmentiert. Da hat man 3 Segmente im Po-Bereich und kann dadurch dann wieder so die vertikal Genau. strahlen. Genau. Und das ist auch alles schon sozusagen erforscht. Es gibt also schon eine Diskothek in Deutschland, da hängen diese segmentierten AMTs und das Line-Array hängt senkrecht in einer Linie und trotzdem ist das dem Raum angepasst, kurvenförmig abgestrahlt, weil die einzelnen Segmente über DSPs angestrahlt werden. Ein Hochtöner ist sogar noch drin. Das müsste irgendwo 1989, 88 oder irgendwie so. Genau, kein Amt. Ja, natürlich. Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, Quadral hatte die früher ja auch. Genau. Schon, ja. Ich bin schon total veramtet im Kopf. Mit Transmission Line. Obligatorisch. Die kann weit runter. Ja, Die kann weit runter. Ja, das interessiert mich halt auch nochmal. Ich muss auch nochmal einen vernünftigen AMT hören. Und den tiefsten Bass hatte man in meiner Altbauwohnung, Wohnzimmer, langer Flur, Toilette. Also den tiefsten Punkt. Mit der Toilette. Genau, weil da war dann die Wellenlänge ausreichend. Eine langweilige Kiste. Ne? Das ist wichtig, der Hochtöner, weil du ja Hochton ist, was dich interessiert. Genau, ja. das war mir damals schon wichtig. Wenn hier mein Bruder, der gerade rein und raus ist, hatte halt Kirchgau und Mundorf. Da habe ich gesessen und eine Alarmanlage gebaut nach dem Abitur und vor dem Studio oder während des Studios und hab da halt die Crème de la Crème von High-End dann auch nochmal kennengelernt mit AMT oder auch den Braun, den Ionenhochtöner und solche exotischen Konzepte. Wow. Ja. Also das habe ich halt im Ohr und das ist meine Benchmark geworden. Ne? Als mir dann hier dieser AMT quasi als Weiterentwicklung angeboten wurde. Da hast du nicht Nein gesagt. Habe ich nicht nachgedacht und dann einfach angefangen zu entwickeln. Das ist sehr teuer geworden, aber es ist auch sehr gut geworden. Ja. Geil. Naja, wenn man in der Royal Albert Hall hängt. Die Idee war eigentlich, dass es wirklich die Bühnenbeschallung wirklich revolutioniert, weil es klingt einfach nachher wie super lautes Hi-Fi. Es hat mit diesem typischen Live-Konzert-Druckkammer-Sound, der einfach prinzipbedingt bei den Druckkammertreibern da ist, weil da immer metallische Kalotten zum Einsatz kommen. Aber wir haben es auch schon erlebt, dass einer unserer Kunden sagte, er hat ein Riesensystem mit einem 12 Zoll AMT von uns vorgeführt. Also 12 Zoll ist wirklich so ein AMT am Stück. Ja, und super laut, verzerrungsfrei in der Demo. Und die Kunden sagten dann aber, mach mal laut. Und es war aber laut. Ja, aber sie haben es nicht kapiert, Sie haben es nicht verstanden, dass es laut ist, weil es nicht wehgetan hat. Und das Projekt, jetzt kommt wirklich das bittere Ende. Das Projekt ist nicht umgesetzt worden mit dem AMT. Weil es nicht wehgetan hat. Das ist auch gefährlich. Ja, du kannst auch 125 dB hören, wenn keine Verzerrungen da sind. Ja, und dann aber nicht macht aber trotzdem die Ohren kaputt. Ja. Du merkst es nur nicht. Ja, weil es laut ist, ohne weh zu tun. Und das waren das waren Pro-Hi-Fi-Verleiher,
ja, die diese Anlage verleihen wollten mit dem 12 Zoll AMT drin. Die haben das nicht gekauft. Die haben gesagt, nee, wir brauchen was verzerrt, was wehtut. Ja. Weil sonst glaubt uns keiner, dass es laut ist. Und die Russen werden wahrscheinlich auch sehr schlecht gefunden, wenn sie dann Schallkanonen machen, weil dann die Pfeile nicht vor Schmerz am Boden, die Würmer rum. Okay. Und bei dem Draht ist es idealerweise, wenn der Draht wirklich rund ist, sind es 4 unendlich kleine Punkte. Das ist natürlich, die liegt 100% ist hier die Auflagefläche. Die Auflagefläche zwischen zwei Lagen, ne, ist 100%. Und wenn man so eine Spule, die nicht gedrängt ist, hinlegt und wenn sie nicht ordentlich gewickelt ist, dann fängt die zum Rappeln an. Wenn Ja, man da die Musik, fängt an zu rappeln. die fängt zum Rappeln an. In dem Draht, die Flussrichtung ist ja gleich. Ja, das heißt, die Magnetfelder, die entstehen von zwei benachbarten Drähten, die beeinflussen sich gegenseitig und die stoßen sich ab. Dann fängt also, die Drähte fangen einfach an zu schwingen, weil der Strom durchfließt. Und dann ist es, das ist das eine. Das heißt, wir verlieren Energie in der Spule, weil die Drähte an zu rappeln fangen. Ja? Die Energie wurde aber eigentlich am Lautsprecher gebraucht. Und die meiste Energie braucht man beim Beschleunigen. Beim Autofahren, beim Fahrradfahren. Beschleunigung ist immer das, was Energie Bewegung, Membran loslegen. Das heißt, die Energie, die jetzt in der Spule verbraten wird, die fehlt eigentlich, um die feinsten Informationen wirklich an den Lautsprecher zu bringen, weil dafür brauchst du Beschleunigung. Weil das sind kleine Transienten. Ja, das sind schnelle Bewegungen. So, die Energie versagt in der Spule. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wenn sich wenn sich ein Leiter in einem Magnetfeld bewegt, dann induziert er eine Spannung. Das heißt, da entsteht ein Mikrofon, weil das ist das Prinzip von einem Mikrofon, nur dass der Draht dann auf eine Spule aufgewickelt ist, um den Effekt zu verstärken. Das heißt, eine Mikrofonie entsteht dann. Genau, ja? Entsteht eine Mikrofonie. Ja. Ne? Das heißt, einmal verliere ich Energie, weil das Ding rappelt, und dann wird das Gerappel von der Spule zurück mikrofoniert auf das Musiksignal. Ja. So, und das habe ich jetzt einfach mal, um das gegen andere Phänomene abzugrenzen, Makromikrofonie als Arbeitsbegriff mir gemerkt oder einfach mal in die Welt gebracht, weil die Makrostruktur, also das ganze Spule Teil als Ganzes. Ja, die Spule als Ganze, ein Kondensatorwickel als Ganzes, das ist die Makrostruktur, die schwingt. Und dann guckt dir das Ding an, ist total abgefahren. Crazy. Der Lumat. Und immer schön zum Rausziehen, zum Rausstecken, wobei, nee, die sind gesteckt. Die sind gesteckt, genau, damit du halt jederzeit einen anderen rein. Wahrscheinlich kommt gleich Holger noch mal rein und bringt noch Kondensatorfilm. Da können wir den Kondensator auch ganz am Anfang. Da ist es schon. Hallo ihr Lieben. Ja, also wir haben heute eine Riesenehre. Wir sind hier bei Mundorf. Raimund Mundorf himself, hallo. Der Gründer des Unternehmens, hat uns eingeladen. Wir sind hier zu Besuch. Und wir haben eigentlich alles schon besprochen, weil wir sind so schnell in medias res gegangen und haben hier die tollsten Spulen, Amt und etc. schon gesehen, dass wir jetzt eigentlich schon fast zu viel geredet haben. Und der Holger kommt. Und du, das ist der Holger, ja. Du machst bei Mundorf... Ja, eigentlich Entwicklungsabteilung, sowohl AMT als auch jetzt Kondensatorentwicklung und so weiter. Sehr viel Messtechnik früher, inzwischen mehr Verwaltungsarbeit, wie sich das so. Ja, weil das Team wächst. Das ist halt Management ist halt immer auch mit Verwaltungsarbeit. Richtig. Cool. Man muss ja das Wissen, was man sich aneignet, dann auch wieder weitergeben. So, jetzt gehe ich aber wieder an meine Arbeit. Danke, Holger. Wow, das ist jetzt natürlich super dünn und dann müssen wir jetzt aufpassen. Genau, da müssen wir jetzt aufpassen, dass das nicht aufspringt. Und nicht wurzelt. Dann haben wir hier mal... Das ist eine Eröffnungsshow heute hier. Haben wir hier schon mal einen Streifen. Das ist jetzt... Okay. Ja. Wie ich mich ein bisschen mit Mundorf beschäftigt habe, was mich jetzt total interessiert hat, ist, wie du angefangen hast, mit Musik in Berührung zu kommen.
es gibt ja diese zwei Gruppen an Menschen. Es gibt die einen, die gerne messen und Elektronik, aber die kaum Musik hören. Und es gibt aber die andere Gruppe an Menschen, für die Musik mehr ist im Leben. So eine richtige Bedeutung. Wo würdest du dich einschätzen? Ja, na, schon sowohl als auch. Ich hatte das Glück, dass bei uns zu Hause gab es also früh schon HiFi nach der DIN-Norm damals. Und also meine Eltern waren schon große Klassikfans, kann man sagen. Und wir hatten auch in den 60ern, da war das noch ungewöhnlich, aber da hatten wir schon so 1,5 Meter LPs. Die ganze Klassik rauf und runter, also ich glaube, alles vom Bach. Deutsche Grammophon. Genau, deutsche Grammophon noch und nöcher und ob jetzt deutsche oder russische oder ungarische. Wie hat das geheißen, wo der Hund beim Grammophon laut? Ja, genau. Emi? Emi, genau. Also wir hatten wirklich, und ich bin mit all dieser Musik groß geworden und das muss ich sagen, das war auch großartig, weil also gerade sagen wir sowas wie Bach irgendwie, mit der Ordnung in der Musik, das war für mich als Kind wirklich wie so die Botschaft aus einer höheren Welt, mit der Ordnung. Ja. Bach ist ja auch Kirchenmusik. Ja. Das ist ja kein Zufall. Aber diese Struktur in sich, genau, diese Ordnung von der Musik, die dich dann fast in so einen Rauschzustand bringt, oder? In so einer höheren... Genau, dass du als Kind denkst, da gibt es eine Ordnung. Ja? Und das wurde dann in dem Wohnzimmer noch komplettiert, weil es gab so ein Bücherregal, da stand dann Goethe, Schiller, Lessing, Platon. Ja? Also das war das Gleiche noch, also dieselbe Botschaft, jetzt nochmal verschriftlicht. Ja? Und so hat Musik schon wirklich... Also es gab Momente, wo ich krank war und habe mir ins Bett gelegt, habe auf meinem eigenen Plattenspieler damals schon Bach-Cembalo-Konzerte aufgelegt, Augen zugemacht, Grippe, Cembalo-Konzert hören, alles gut. Ja, also das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, Ne? Ja. Es ist so, es ist wirklich, wenn man krank ist und der Musik wirklich... wenn ich krank war ich im Wohnzimmer, da habe ich nicht weil mein Kinderzimmer war da noch ungeheizt. Und dann bin ich im Wohnzimmer, habe ich liegen dürfen, weil ich krank war, im Warmen. Und da hat mein Vater so eine alte Philips Tonbandmaschine in N4418 stehen gehabt und da war eine Spule drauf mit der Dvorak aus der neuen, Ja, aus der neuen. Genau. Und das hast du dann reinzogen als, weiß ich nicht, 6-Jähriger oder so. Und das ist halt einfach, das ist ins Blut übergegangen. Genau. Dann war die Welt in Ordnung. Ja, dann war genau. Und das kommt jetzt, als umso älter man wird, umso mehr kommen diese Sachen zurück. Ja. Gell? Das ist geil, ja. Ja, das ist nämlich auch so, dass man aufpassen muss, wenn man HiFi verrückt ist. Wir sind alle, also dein Grad an Verrücktheit, der ist professionell. Ne? Also ja, der ist dann professionell, genau, der hat sich dann verprofessionalisiert sozusagen. Ja. Und was ich so schön finde, ist, du hast ja gesagt, glaube ich habe das gelesen, dass deine Brüder haben ja Lautsprecheranlagen gemacht und Lautsprecher gebaut. Genau. Weil wenn ich Lautsprecher gebaut habe, haben die Leute mich gehasst. Ne? Und du bist in einem Biotop aufgewachsen, ne? Glaube ich, wo du dich da voll entfalten hast. Ja, das stimmt. Also mein Bruder, der eben noch kurz da war, der ja auch dann das auch zur Profession gemacht hat, als Händler von hochwertigem HiFi, mit vielen Auszeichnungen auch aus der Presse dann, als hochwertiges Beratungsreferenz. Mit ihm zusammen habe ich nachher viele Lautsprecher gebaut. Der erste Einstieg war mein älterer Bruder Werner, der auch HiFi-affin war, eine mordsmäßige Grundig-Anlage damals mit riesigen Sachen da stehen hatte und seinen ersten Bausatz gebaut hat. Da habe ich ihm dann geholfen und er hat es so weit getrieben, dass er nachher auch die Elektronik als Amateurfunker weiter betrieben hat, und zwar lebenslang. Ja? Und von ihm habe ich im Grunde genommen meinen ersten Elektronikbaukasten geschenkt bekommen, den Cosmos Radiomann und den ersten Lötkolben, und dann wurden auch Radios gebaut, dann wurden aber auch schon Tongeneratoren gebaut, total spannend, also so die ersten Schritte so Richtung Synthesizer, also elektronische Klangerzeugung, einfach ein super spannendes Thema. Dann gab es jede Menge Baukästen, Fischertechnik, Märklin, alles diese Technikbaukästen. Mein Bruder hat die Philips, Entschuldige, unterbreche, die Philips, die Elektronik. EM oder glaube ich in 2000, diesen Elektronikbau
Ja, wo man diese blauen Dinger gehabt hat mit diesen Federn, wo es dann die rein... Ja, genau, die hat ein Freund von mir, ganz fürchterlich, weil es tat richtig weh an den Fingern, bis man diese Federn irgendwie Ja, reingedrückt hat. genau. Also da war Kosmos eindeutig besser. Ja. Aber ich kenne also beide Bausätze. Und genau, und das war so der Einstieg. Cool, Ne? ja. Also es gab dann beides. Es gab die Musik und es gab diese, einfach was bauen. Mhm. Ja, einfach was bauen. Ob eine Hütte im Wald oder genau. Das eine ist Maschine auch, oder... Stimmt, das ist auch was ich mir denke, was so manche Verrücktheit von uns, wo wir verrückt sind, wir wollen immer irgendwas machen, ja, also irgendwas bauen, was kreieren, ja, also nicht was vorgesetzt bekommen, sondern nein, wir wollen das selber schaffen. Du hörst Hochtöne mehr und das interessiert dich. Also diese meine erste Cembalo, ne? Genau, das war die Prägung als Kind, wo ich sagte, mit Bach und Cembalo-Musik und all die ganzen, ein Orchester mit den vielen Obertönen, also dass man wirklich Klangfarben hören kann, das hat mich schon sehr fasziniert, ja. Und das hat sich dann auch, ich habe zum Beispiel bei meinen eigenen Selbstbauprojekten, da gab es dann von Isophonen einen Druckkammertreiber, der hat aber gebündelt und dann gab es eine Anleitung beim Herrn Klinger, damals die Bibel, die Klinger Lautsprecherbau, und wie man eine akustische Linse baut. Und ich habe dann wirklich aus Aluminiumplättchen diese Linsenformen und mit Holzklötzchen die Abstände zwischen den Platten. Ich habe mir also wirklich eine akustische Linse für diesen Hochtöner gebaut. Damit der nicht bündelt, ja. Damit der nicht bündelt, genau. Und also das hat mich schon sehr fasziniert. Und später habe ich ja bei meinem Bruder im Laden gearbeitet und da eine Alarmanlage gelötet und alles Mögliche gemacht während des Studiums und habe da Sachen wie den Ur-AMT, dann den Ionenhochtöner vom Herrn Braun. Also es gab da eigentlich alle Varianten von hochwertigen Hochtönern und die haben einfach eine Referenz in meinem Ohr hinterlassen und eine Faszination. Das heißt aber nicht, dass mir der Bass egal ist. Ja, das okay. Weil zusammen mit meinem Bruder, das war dann schon, also das Maß der Dinge war irgendwie die Transmission Line. Ja, damals. Möglichst tief hinunter. Ja. Schon tief runter und dann macht der Hochtöner obendrauf auch wirklich Sinn. Da muss ich auch nochmal ran. Meine Transmission Line steht im Keller und versauert. Das war ein super Hochtöner. Ich habe für den Kanal mir Philips AD 12100. Das sind so das ist so ganz ähnlich wie sowas. Ja. Breitbänder, die in den 70er Jahren, die in Tokio, wo diese NHK, diese Bühnen da, die haben da so Bühnen, wo da diese AKB-Mädchen tanzen und singen und da haben die Monitore mit dem Breitbänder damals verwendet von Philips. Das ist so ein bisschen kultig, ne? Und ich glaube, da würde aber auch bei dem Breitbänder, da merkst du aber schon, das ist ein 30 cm Breitbänder, da merkst du, da fehlt oben. Da fehlt oben was, fehlt komplett, das ist, da wäre ein Mundorf-Amt definitiv als Ergänzung. Als Ergänzung wäre genial, ja. Aber dieses Machen, da fühlt man sich wie eine Familie, diesen Trieb, man möchte etwas bauen und etwas kreieren. Ne? Da kommt noch was. Lötzinn? Nee, das ist ein aufgesägter Kondensator. Der hat jetzt der dient jetzt nur noch als Demo. Also nicht mehr zum Hören als Demo, sondern nur noch als Schauobjekt. Ich finde, euer Lötzinn kann man am Geruch erkennen. Das kann gut sein. Nee, das denke ich schon. Weil so da, wo wir es herstellen lassen, die haben halt ihr Flussmittel. Ja. Da hat so jeder so seine eigene Rezeptur. Sache, das siehst du sofort. Verwende ich gern. Also ich verwende das Mundorf Lötzinn sehr, sehr gern. Funktioniert super. Ich habe jetzt gerade einen grauen Stab operiert auf ein Auge. Jetzt kann ich wieder, jetzt treffe ich wieder hin. Beim Löten. Vorher ist das sehr schlecht gegangen. Ja, also das ist irrsinnig spannend. Wir sind jetzt hier praktisch eigentlich schon, bevor wir die Kamera aufgetreten haben, schon länger im Gespräch. Und jetzt sind wir schon total eigentlich weich in der Birne und wissen schon immer, was wir schon gesprochen haben oder was nicht. Aber ihr habt es mitbekommen, Hochton ist
sehr, sehr wichtig. Der Raimund ist da, das ist dein Steckenpferd sozusagen. Ja, sagen wir mal so, nachdem also 85 ist die Firma gegründet worden, erst nur mit Spulen, sondern er hat in seinem Freundeskreis ganz viele Lautsprecherboxen gebaut und deshalb ganz viele Spulen gewickelt. Und hat sich dann die Vorratsrolle so zwischen die Füße geklemmt und dann so 1, 2, 3, 4. Ja. Und dann habe ich gesagt, da könnte man auch eine Maschine bauen, Das die das kann man automatisch besser macht. machen. Ja, Und das war der Einstieg. Und die Kommunikation von Fischertechnik, elektronischer Steuerung. Ich habe mich damals ganz stark mit digitalen Steuerungen, warum auch immer, wahrscheinlich, weil ich überall die Fäden ziehen wollte, alles kontrollieren, und deshalb also digitale Steuerung. Und habe eine Maschine gebaut, die digital gesteuert, 2 Motoren, Spulen wickelt. Step-Motor. Und genau, so mit Zählen, Messen, Wickeln. Cool. Und da sind die Spulen entstanden und du hast dann Spulen weiterentwickelt, Mundorf Spulen von einer normalen Spule bis zum absoluten High-End. Eigentlich müsste ich jetzt das Handy nehmen. Und dann haben wir hier jetzt zum Beispiel eine normale Spule, ja, wo ihr seht jetzt, das ist zwar, die ist aber schon, die ist schon eingegossen. Die ist schon verbacken, sonst würde die jetzt in dem aufgesägten Zustand auseinanderfallen. Komplett zerfallen. Und da sieht man, dass jetzt hier die einzelnen Drähte, also der Spulenwickel, dass die Drähte sich nur an 4 Stellen berühren. Genau, also wenn man es jetzt wirklich malen würde, also wie sich Kreise berühren, ja, also so, ja, man sieht ja die Berührungsfläche, die ist ziemlich klein, ja, theoretisch nur punktgroß, ja, und damit ist auch eine mechanische Konstruktion, die jetzt, ja, da ist viel Luft dazwischen. Genau, man sieht es ja auch hier schön, ne? Also man sieht hier die, genau. So, ne? Also auch da, wo es dicht gewickelt ist, auch da bleibt Luft. Auch da bleibt immer noch Luft. Ja. Und das führt einfach dazu, dass die Spule dazu neigt zu schwingen, sobald dann ein Strom durchfließt, also sobald dann Musiksignal durchfließt. Ja, darum ist die Spule vergossen, ja, also mit einem Harz imprägniert, so dass die Windungen nicht mehr vibrieren können oder viel weniger vibrieren können. Und da habe ich, glaube ich, sogar gehört von dir, dass es auch darauf ankommt, was für ein Harz ist. Ist es weicher, härter? Ja, also wenn man ein ganz hartes Harz nimmt, ja, dann bildet man halt einen Block wie bei Glas mit einer ausgeprägten Resonanzfrequenz. Ja, du hast dann über den gesamten Frequenzbereich hast du eigentlich eine Beruhigung der Spule, aber du hast eine Resonanzspitze. Die dann so richtig reinhaut, so von richtig ungut. Ja. Und wenn du jetzt eher ein zäh elastisches Harz nimmst, dann hast du vielleicht ein etwas höheres Grundvibrieren noch, Restvibrieren, aber du hast diese Resonanzpeak nicht. Ja? Also da muss man sich entscheiden, was man haben will. Also Resonanzfrequenz heißt, dass bei einer gewissen Frequenz, jetzt Hausnummer 3000 Hertz, macht dann das plötzlich, rappelt es voll, wenn das Harz sehr hart ist. Aber man kann jetzt natürlich das teurer und besser haben, also teurer nicht, aber natürlich teurer, herstellungsmäßig teurer. Wenn man dann statt den Draht eine Kupferfolie nimmt, ja, also das hier kann man sehen, das ist jetzt eine Kupferfolie, die aufgewickelt wurde, die auch hier wieder aufgeschnitten ist, und dann ist ja einfach einsehbar, die Folien, dazwischen ist eine Kunststofffolie zum Isolieren, ja, und die Folie liegt einfach, und in dem Fall ein Papier, die Folie liegt einfach 100% auf der unteren Windung auf. Ja. Also da, wo man bei diesen Kreisen diese viele Luft zwischen den einzelnen Leitern hat, hat man hier überhaupt keine Luft, sondern 100%igen Kontakt. Und darum ist diese Konstruktion einfach mechanisch stabiler. Die kann auf keinen Fall irgendwie rappeln. Ja. Doch, die kann auch, aber wieder viel weniger. Ja. Viel weniger. Also nicht die einzelnen Schichten rappeln nicht, wenn, dann rappelt alles. Wir haben das hier, ist jetzt Silber, eine Silberfolie, und da sehen wir, da ist die erste Bauform, die wir hatten, das ist wieder Kunststofffolie dazwischen, ja, und das Kunststoff ist auch schön zähelastisch, das bedämpft, also diese Schwingung schon sehr, ist auch den vergossenen Spulen, was die Vibration angeht, auch schon überlegen. Ja, es gibt aber andere Effekte, die sich aus dieser besonderen Leiterbahngeometrie ergeben. Wenn diese Bahnen zu breit werden, kann man sich da vorstellen, es gibt dann
die Elektronen, die so zickzack laufen, ja, oder Elektronen, die direkt durchsausen, ja, und dadurch kommt es auf einmal zu Laufzeitunterschieden für das Signal. Wirklich? Doch, ja. Und das kennt man auch aus den Lichtwellenleitern, dass es tatsächlich diese Reflexion an den Enden gibt, ja, und das, was direkt durchgeht, und dadurch entsteht quasi ein Hall. Also es gibt Signale, die direkt ankommen, und es gibt Signale, die einfach ein bisschen länger brauchen. Und ein Kunde hat mir gesagt, die setze ich nicht ein, da ist eine künstliche Räumlichkeit drauf. Und da habe ich erst gedacht, was meint er wohl? Aber das ist eine Erklärung, wo diese künstliche Räumlichkeit herkommen könnte. Ja, weil du einfach dann über die Breite unterschiedliche Laufzeiten bekommst. Da wäre das noch schlechter quasi. Weil es breiter ist, ja. Jetzt, wenn man natürlich, jetzt sind die Spulen im Bassbereich, da mag das wieder überhaupt keine Rolle spielen. Das ist wieder eine Frage, wo setzt man es ein? Ja, aber Fakt ist erstmal, es ist mechanisch eine viel stabilere Konstruktion, und trotzdem den Schritt von der Kunststofffolie hier dazwischen ist, zu dem Papier, was hier dazwischen ist und was dann nochmal in einem Harz imprägniert ist. Also ich habe schon, wenn man den Klang von Plastiktüten kennt, also du gehst so einkaufen, ja, und es ist ein bisschen windig und du hörst so ein ganz dumpfes Geflatter. Ja. Wenn du genau hinhörst, dann hörst du den Unterschied zwischen der Kunststofffolie als Isolator und dem getränkten Papier als Isolator, weil dieses Geräusch von dieser Kunststofffolie ist bei dem Papier weg. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du sitzen und denken, oder läuft jetzt einer mit einer Plastikfolie. Ich verstehe. Aber wenn du es einmal weißt, dann ist stimmt, da ist die Plastikfolie. Das kriegst du nicht mehr raus. Und mit dem Papier ist es dann weg. Ne? Also du kannst gut Musik hören damit, das ist nicht die Frage. Ne? Wir reden jetzt hier über so wie bei einem Weinkenner. Ganz das feinste Detail. Wir reden, genau so ist es ja eigentlich. Ja, das sind halt Bauteile, die für Leute gemacht sind, die HiFi halt lieben. Ja, da geht es um absolutes High-End. Absolutes High-End. Und da will man ja auch den perfekten Sound haben, den man sich halt wünscht. Ne? Du bist ja auch, was ich glaube, sehr gut in deinem Umgang mit den Kunden. Weil manchmal wird vielleicht der Kunde was sagen, wo man sich einfach nur denkt, der spinnt er jetzt. Aber wenn man den Kunden richtig zuhört und dann nachdenkt, ne? Ja, das Stichwort ist das Nachdenken. Also wenn das Phänomen da ist und nachvollziehbar ist, dann muss man halt ein physikalisch tragfähiges Bild entwickeln, warum das so sein kann. Ja? Und du glaubst dem Kunden das, wenn er dann sagt, er hört? Ich glaube dem erstmal, dass er das hört. Ja. Und dann vielleicht nicht jeden Kunden, aber den Kunden, den ich länger kenne. Und ich mache mir natürlich ein Bild auch davon, also wie vernünftig jemand erscheint und wie gewissenhaft jemand seine Arbeit macht. Ja. Und aber dann nehme ich das erstmal ernst, auch wenn ich keine Erklärung dafür habe. Ja. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wer von uns hat denn schon eine Erklärung, wenn du in dein Handy ansprichst, dass jetzt in Tokio dich jemand hören kann? Kannst du das erklären im Detail? Wie viele Leute können das erklären? Wie viele Leute können erklären, was, wenn sie in einen Aufzug einsteigen, sie wirklich da ankommen, wo sie hinwollen? Also der Laie kann vieles nicht erklären und benutzt es einfach. Das hat mich damals mein Berufsschullehrer auch gefragt. Erklär mir, wie ein Computer funktioniert. Ne? Und ich so, kann ich nicht. Das jetzt siehst du weißt gar nicht, wie ein Computer funktioniert. Und das könnte ich aber heute auch noch nicht. Nee. Sag ich auch ganz ehrlich. Ne? Also ich muss auch nicht alles können, aber ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn ich jetzt bei meiner Anlage was höre und ich höre, da ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man seinen Ohren einfach mal vertraut. Ich kenne so viele Leute, die hören etwas und die haben dann zu mir gesagt, ich weiß schon, das klingt besser, aber nimm das her, weil das misst sich besser, obwohl es scheiße klingt. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute einfach nur nach ihren Ohren gehen und dem vertrauen, dass das, was sie hören, das ist, dass sie das hören, dass das so ist. Und dann erst anfangen zu denken, warum ist das so? Man muss ja nicht herausfinden, so wie du, dass man sich so verbeißt
dieses Thema, dass man dann sogar wirklich die Erklärung findet, das muss ja jetzt als normaler Konsument, der sich eine HiFi-Anlage kauft, der muss ja das nicht. Ne? Also aber wichtig ist, dass man zumindest den Ohren vertraut. Das ist ja immer das Wichtigste. Also das hat mein Bruder eben auch vorher schon mal die Leute, wenn sie in den Laden kamen mit einem Testbericht, ne? Ja, oh Gott. Testbericht. Und dann war schon mal die ketzerische Frage, wollen Sie die Box jetzt lesen oder hören? Ja. Und das hat mich zum Beispiel, als ich in England war, total erstaunt. Da gibt es so ganz kleine Boxenhersteller, die machen das im Grunde genommen im Wohnzimmer. Da gehen dann Leute hin, die hören das und sagen, boah, das klingt cool, das kaufe ich. Ja? Und das war für mich als Deutscher echt erstmal ein Aha-Erlebnis, dass jemand einfach sagt, ja, das habe ich gehört, darauf vertraue ich jetzt. Ne? Ich muss das jetzt nicht lesen, ich brauche jetzt keinen TÜV, kein Siegel, keinen Testbericht, sondern ich habe das bei dem gehört, darauf vertraue ich. Ja, so kann das auch sein. Ja, stimmt. Wenn das mal immer so wäre. Ja. Ich habe wie ich ganz früher mal ganz tolle Lautsprecher gehabt habe, eben diese Digital-Korrektur-Lautsprecher, habe ich diese Korrektur aktiviert, wo ich noch nicht gewusst habe, wie man das bedient, ja, und plötzlich hat das Ding so schön geklungen, da habe ich zu mir selber gesagt, na, das ist Blödsinn, das ist viel zu schön, das ist irgendein Humbug oder was, ne. Da habe ich mich technisch selber ins Abstellgleis gestellt, ja, weil ich einfach das nicht einmal akzeptieren will, dass was so toll klingen kann, einfach nur, ne. Da fällt mir dann noch eine Geschichte dazu, und zwar als die Gebrüder Wright, die als erste geflogen sind. Ja? Und in der Nähe war ein Magazin. Und die haben über die ersten Flugversuche nicht berichtet, obwohl sie es gesehen haben. Das war ihnen zu... Ja, das glaubt mir keiner. Das glaubt mir keiner. Ja? Warum habt ihr darüber nicht berichtet? Ja, nee, aber das hätte uns keiner geglaubt. Also die haben es gesehen. Ja, das ist schon verrückt. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber nochmal zurück. Wir haben ja jetzt gesehen, okay, die Vibration, aber warum ist das wichtig, ob es vibriert oder nicht? Weil das ist eigentlich der Schlüssel zu ganz vielen. Was passiert, wenn so eine Spule vibriert? Ja, da geht ein Musiksignal durch, ja? Also durch die Spule jetzt nicht mehr, aber da geht ein Musiksignal durch. Der Strom durch die Spule versetzt die Spule, wenn sie nicht ganz fest gewickelt ist und imprägniert ist, versetzt die Spule in Vibration. Das ist einfach so. Also wenn Drähte von einem Strom durchflossen werden, entsteht ein Magnetfeld. Da die Drähte alle in derselben Richtung von dem Strom durchflossen werden, ist das Magnetfeld auch bei allen gleich. Die stoßen sich eigentlich ab. Das heißt, die fangen irgendwie an, sich zu bewegen. Ja? So, die fängt an zu rappeln auf Deutsch. Ja? Und zwar, man hört die Musik durch die Spule, vielleicht durch die ganze Frequenzweiche, nur auf eine Art, wie man sie eigentlich nicht hören will. Nämlich scheppern und verzerrt. Ja, aber der Strom durch Kondensatoren, durch Spulen, setzen diese Bauteile in Schwingung. Das heißt, man braucht Energie in der Spule, um die zum Schwingen zu bringen. Ja, die Energie fehlt aber am Lautsprecher. Ja, und also ein Energiefresser. Es ist ein Energiefresser, ja, und die Energie fehlt natürlich am meisten da. Wir wissen alle, Energie braucht man zum Beschleunigen, beim Fahrradfahren, beim Autofahren. Beim Fahrradfahren kann man es gut nachvollziehen. Beschleunigen ist anstrengend, man braucht viel Energie. Die Membran in Bewegung setzen. Genau, da brauchst du viel Energie. Ja. Und wenn die Energie hier verpufft, dann sind genau diese schnellen Impulse im Hochtonbereich zum Beispiel, die verschwinden. Die verschwinden, ja. So, das ist schon mal die erste Deformation. Und dann passiert was, wenn man jetzt noch mal ein bisschen überlegt, immer da, wo ein stromdurchflossener Leiter sich relativ zu einem Magnetfeld bewegt. Also man hat ein Magnet und hat einen stromdurchflossenen Leiter und schiebt jetzt in dem Magnetfeld den Leiter hin und her. Da wird eine Spannung induziert. Das ist das, was in jedem Dynamo, in jedem Mikrofon passiert. Die Mikrofonie, ja. Die Spule bewegt sich und erzeugt dadurch, dass sie im Magnetfeld ist, erzeugt sich Strom. Durch die Bewegung induziert sich Strom. Genau, der eine Draht schwingt im Magnetfeld des Nachbardrahtes und dadurch wird die Bewegung relativ der Drähte zueinander jetzt als neues Signal in das Musiksignal mit aufgeprägt. Genau, und das ist alles. Also man erzeugt hier ein Prasseln, Rauschen, Krach
Und das wird zurückgekoppelt auf das Musiksignal und endet irgendwo am Lautsprecher. Genau. Ja, und das ist die zweite Deformation. Mhm. Ja, und dann macht es auf einmal Sinn, warum unterschiedliche Spulenkonstruktionen unterschiedlich klingen. Ja, also ich habe den Effekt mal Makromikrofonie genannt, weil die Makrostruktur, also eine ganze Spule, ein ganzer Kondensator, all diese Dinge schwingen. Und das wird zurückmikrofoniert. Als ganzes Makro heißt das Teil an sich als Ganzes. Genau, man könnte ja jetzt noch in den Draht einsteigen. Was passiert in so einem Kristallgitter? Da schwingt auch was. Das habe ich dann Mikromikrofonie genannt, um diese beiden Begriffe mal ganz klar zu haben. Ja, gegen die Makromikrofonie kann man was tun, indem man die Struktur möglichst sinnvoll, intelligent stillstellt, eingießen, Öl imprägnieren, ja, also alles tun, um diesen Schwingungskram zu beseitigen oder zu bedämpfen. Und dann gibt es halt noch den Effekt, dass man, wenn ein Strom durch ein Kristallgitter fließt, dass das Kristallgitter auch anfängt zu schwingen. Und auch dieses Schwingen von dem Kristallgitter wird wieder auf das Musiksignal zurückgekoppelt, als ganz feines Geräusch. Aber das ist eigentlich die Erklärung, warum unterschiedliche Metalle, jedes Metall hat ein eigenes Resonanzspektrum, warum Metalle unterschiedlich klingen. Ja. Da bist du so ein bisschen der Miraculix der modernen Hi-Fi, ne? Weil es gibt ja Mundorf-Drähte, ne? Ja. Verschiedene Drähte. Da wollten wir dich ja auch fragen. Wir wollen jetzt einen Röhrenverstärker bauen. Da hätten wir ja bei Mundorf die besten Drähte. Ja. Und da, glaube ich, ist es bei dir auch so, dass du verschiedene, also wie der Miraculix, der Topf, ne, wo man das umrührt, verschiedene Mischungen an Metallen da erprobt hast. Also der Miraculix sitzt in dem Fall irgendwo, weiß nicht, bei Karlsruhe und Pforzheim, da wo die ganzen Metallschmieden und Edelmetallschmieden sitzen. Ja? Ja. Und die rühren für uns diese Legierungen an und machen da Drähte und Folien und solche Dinge draus. Aber tatsächlich haben wir uns hier vor allen Dingen diese Folienspulen während der Entwicklungsphase in ganz verschiedenen Mischungen aus Kupfer mit unterschiedlichen Anteilen von Silber und Gold angehört und festgestellt, es macht einen Unterschied, ob in dem 100% Kupfer 0,1% Silber-Gold drin ist oder 1% Silber-Gold oder gar keins. Es klingt jedes Mal anders. Wow. Ja. Ich meine, die Unterschiede haben wir ja auch festgestellt, indem wir ja einige Kondensatoren rausgezogen haben, anderen rein, und da war sofort ein Unterschied hörbar. Egal. Kondensator gibt es auch Silbergold. Ja. Aber ja. Ich meine, man weiß es ja von den Kabeln her. Ne? Also bei den Kabeln gibt es ja Kabeln, wo Silber im Kabel drin ist, Kabel, wo Kupfer mit Silber umdingst. Jedes klingt anders. Ja. Ja. Und die Struktur, der Zustand des Kristallgitters spielt halt auch, also wenn man jetzt Metallwalz zieht, also Drähte draus zieht oder Folien draus walzt, ja, dadurch werden die Materialien tendenziell härter. Ja, und darum müssten die, wenn so ein dicker Draht immer dünner gezogen wird, muss der zwischendurch auch wieder weich geglüht werden, damit man den überhaupt wieder ziehen kann. Sonst würde der quasi zerbröseln. Ja, das heißt, mal ist das Kristallgitter verspannt durch das Walzen, es wird hart, bis hin, dass man Kupferdraht hat, der nicht wie Stahl, aber der Stahl ähnlicher federt, ja, oder einen weich geglühten Draht, der wirklich so einfach abfällt, also überhaupt keine Spannung hat. Ja. Und das heißt, die Kristallgitter sind in unterschiedlichen Zuständen und resonieren dadurch auch anders. Wow. Ja, und das wird über Mikromikrofonie auch wieder in das Musiksignal eingekoppelt. Ja. Und schon hat man eine physikalisch tragfähige Erklärung, warum unterschiedliche Metalle unterschiedlich klingen und dass es kein Voodoo ist. Ja. Also hier hier diese in Pforzheim oder wo ein Japaner der hatte sich irgendeine bestimmte Legierung gießen lassen für Mundstücke für Querflöten. Dann hat er das persönlich abgeholt und hat da drauf geklopft und sagt, nee, das ist aber nicht meine Legierung. Der hat das gehört? Der hat das gehört.
Der hat das gehört, dass es anders resoniert als das Metall, was er in Auftrag gegeben hat. Man muss das wissen, eine Querflöte, das ist so, dass sie ein Metall haben. Die blasen da so drauf und das Stück ist, dieses Teil ist sehr wichtig für den Klang der Flöte. Da wird der Klang erzeugt und je nachdem, wie es da schwingt, klingt halt so. Und er hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie dieser Klang sein sollte bei seinen Mundstücken und welche Legierung er braucht, um genau diesen Klang zu erzeugen. Nicht nur die Geometrie. Die Geometrie ist natürlich total wichtig. Ne? Wie ist diese Zunge, die da schwingt, wie ist die gebaut? Die Geometrie spielt eine Rolle, aber auch das Metall. Das ist auch die Legierung. So, und dann ist es auf einmal kein Voodoo mehr, dass unterschiedliche Metalle unterschiedlich klingen. Ja. Wahnsinn. So viel geniale Information. Ich blühe. Ich habe jetzt aber nicht viel gesagt, weil ich kann auch bis jetzt auch nur zuhören und lerne ja auch noch dabei, gleichzeitig. Das ist mega interessant. Man hört dir aber auch so gerne zu. Danke. Ja, wirklich. Es macht echt und Spaß. es gibt, um das abzuschließen, es gibt jenseits davon, also diese Mikrophonie, jenseits davon gibt es auch noch viele Effekte im Metall, im Leiter, im Isolator, über die wir jetzt nicht sprechen. Ich habe gehört von einem total netten, wirklich sehr netten Spezialisten für Kabel, auch Deutschland auch sehr gut. Der hat gesagt, dass auch die Isolation so einen großen Anteil hat, wie ein Kabel klingt. Ja, das ist so. Absolut. Ja. Das ist doch abgefahren. Also weil man muss einfach immer gucken, man hat es mit elektromagnetischen Feldern zu tun. Ja? Also es wandern auch, durch dieses elektromagnetische Feld kommt es zum Beispiel auch in dem Isolator unter Umständen zu Verschiebungen in dem Atomgitter von dem Isolator. Da wandern Elektronen rein, da gibt's Wechselwirkungen und die Wechselwirkungen über den Elektromagnetismus, über Feldkräfte, wirkt das auch zurück auf das Musiksignal. Das macht ja dann auch Sinn, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja, natürlich. Mit der Spule, dass das halt vergossen ist. Und wenn du jetzt einen anderen Isolator oder einen Gummi darüber ziehst und einen Leiter, ist es ja ähnlich. Es wird ja eingeschlossen. Ja. Ich muss eins dazu sagen, meine Frau zum Beispiel ist Hardcore, glaubt nicht an irgendwelche Felder, also jetzt im Sinne elektrischer, was auch immer, Strahlungen. Und wir haben bei uns einmal jemanden da gehabt, der ein sehr guter Routengeher ist, der mit der Route in der Hand durchs Haus geht und dann sagt da, und meine Frau natürlich, was ist das Blödsinn. Und dann hat er sie genommen und hat ihr die Route in die Hand gegeben, hat er gesagt, mach die Augen zu und geh 10 Meter. Dann ist sie mit der Route 10 Meter gegangen und dann ist das Ding voll ausgeschlagen. Da war meine Frau, da war sie fertig, da war sie psychisch fertig. Das genau an derselben Stelle, wo es bei dem ist, auch bei ihr die Route ausgeschlagen. Genau da, wo dieses weiß ich, welche Strahlung da war, oder? Und weil sie total ein technischer Mensch, also denkt, da ist sie, was soll der Blödsinn? Ja? Und dann hat das Ding ausgeschlagen und da war sie fertig. Das hat sie nicht backen können, dass das wirklich so ist. Und dann haben wir so kleine Scheiben von einem österreichischen Hersteller, die hast dann auf den Boden gelegt und dann war die Route, es war gut. Ne? Ja, aber genau dasselbe mit dem Handy. Also wenn die jetzt jemanden aus dem 19. Jahrhundert sagst, hier, sprech da mal rein, das kann der in Mexiko hören. Ja. Der würde genauso wie deine Frau reagieren. Ja. Sagen, nee, das ist doch Bullshit. Das kann nicht sein. Ne? Das heißt, da fehlt einfach die Erfahrung und die Vorstellung, warum das, und es ist ja auch gut, dass man nicht alles kann. Aber ich finde es wichtig, dass die Leute offen sind, einfach was einmal zu akzeptieren. Ne? Das kann aber auch nicht jeder. Ja, das ist schwierig, das erstmal zu akzeptieren. Genauso für deine Frau, die Situation, die du da gerade erzählt hast, hätte sie vorher nicht glauben wollen. Ja, aber sie hat dann die Route in der Hand gehabt und das hat ihr Weltbild ist zusammengebrochen. Ja, und dann, das ist doch super. Danach kann man dann losziehen und gucken, welche Erklärungsansätze gibt es, um das Weltbild jetzt zu erweitern. Der Körper ist eine Antenne und hat diese Strahlung, die aus der Erde kommt, aufgefangen und über diese Metallstäbe in zur Bewegung gebracht. Ne? Weil das nimmst du so in die Hand, das ist so. Also du kannst das Metall nicht drehen, wenn du es so in der Hand hast. Das geht nicht, aber es bewegt sich. Und immer an der gleichen Stelle. Ja, aber jetzt müssen wir uns ein bisschen machen wir Kondensatoren, reden wir über Kondensatoren. Martin und ich, wir sind ja dabei, Geräte zu bauen und wir haben irrsinnig viel
Kondensatoren sind bei uns im Kopf, wenn wir schlafen, wenn wir denken, wenn wir wach sind und nicht. Zum Beispiel haben wir einen Röhrenverstärker genommen und da war ein Koppelkondensator, Folien-Koppelkondensator, das war so ein No-Name-Ding. Und dieser 845er, große Röhre, also eigentlich ein Verstärker, der eigentlich einer der stärksten ist, der ist bei seiner Attacke, klassische Musik, ist der komplett zusammengebrochen. Also wirklich ein Folien- oder ein Filmkondensator? Entschuldigung, das war halt so diese gelben, die so gewickelt sind. Aber schon metallisierter Film? Ich vermute. Es steht halt also da... kein schwerer Metallfolien? Nein. Also die leicht, Unterscheidung... Was Leichtes. Leicht, okay. Was Leichtes. Dann war es metallisierter Kunststoff. Na, und dann habe ich halt den rausgenommen und dann habe ich da ein Evo Alu Öl rein dann und gar nicht Silbergold, nur normal Evo Alu Öl. Und das Ding spielt auf einmal hat der Attacke, auf einmal hat der Power. Damit beschreibt er, glaube ich, jetzt genau das, was du eben beschrieben hast. Ja, aber da habe ich das Gefühl, der Kondensator ist ein Verstärker. Nee, er ist keine Energiesenke mehr. Er ist keine Energiesenke mehr. Das ist der Punkt. Ja, das, was wir eben besprochen haben. Auch der Kondensatorwickel fängt an zu schwingen und entzieht dem Musiksignal gerade in den Attacken, genau das, was du beschreibst. Gerade in den Attacken ist die Energie weg. Ja. Total. Also wirklich, wie wenn, weil du denkst, das ist jetzt ein 845 mit einer 300B angesteuert, das Ding hat 2x25 Watt und du hast mit einem Transistor mit 2x10 Watt, ballert dich das Ding zu Tode und wie kann das da jetzt nicht spielen? Wie geht das? Und dann haben wir einen Mundorf rein, Evo Alu Öl und das Ding und wir sitzen da und uns kullern die wir haben wir leider nicht aufgenommen, aber wir saßen da und gucken uns beide so an, Dinge so, das kann doch nicht sein. Auf einmal spielt das Gerät wie eine ganz andere Klasse. Ne? Und das haben auch Leute im Kanal Mundorf Kondensatoren eingelötet und haben auch davon berichtet, dass das Ding jetzt auf einmal so schön spielt. Ja. Also man könnte jetzt sagen, okay, aber da ist ja jetzt gar nicht viel Energie in dem Musiksignal im Röhrenverstärker. Im Sinne von, dass da Strom mal Spannung, ist da keine Energie. Weil wenn der Strom dann wäre er kaputt. Aber da sind ja hohe Spannungen. Und da sind hohe Feldkräfte. Weniger Ströme, mehr Spannung. Und hier ist jetzt mal eine Kondensatorfolie, die ist mit Silbergold metallisiert. Ja. Man kann jetzt die Dicke nicht wirklich, denke ich, weiß nicht, ob man die jetzt sehen kann. Ja, also die ist in dem Fall 5 oder 6 μ stark. Mikrometer. Ja. So, also der Abstand zwischen den beiden Kondensatorplatten nachher durch die Isolation sind 5 oder 6 μ. Und wenn da jetzt so hohe Spannungen anstehen, 200 Volt, 100 Volt, was auch immer, dann entstehen da durch diesen kleinen Plattenabstand hohe Feldkräfte. Die müssen sich dann abstoßen. Genau, anziehen oder abstoßen, je nachdem, wie die zueinander polarisiert sind. Aber da entstehen hohe Feldkräfte aufgrund dieser kleinen Abstände zwischen den Platten. Ja, und dann kommt da auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes richtig Musik rein, wo sie aber nicht hingehört, nämlich in den Kondensator. Ja, der fängt richtig an zu arbeiten. Man denkt, ja, nee, da ist doch keine Energie. Doch, ist da. Über die Feldkräfte, die auf die Kondensatorfolien wirken. Ja, und deshalb fangen die richtig an zu arbeiten. Und also hättest du jetzt dein Ohr in den Röhrenverstärker hinein manövrieren können, ohne dir einen Schlag zu holen. Dann Kondensator muss dann würde der genau, das könntest du eigentlich mal machen. Du nimmst einfach einen 4 Ohm Widerstand oder 8 Ohm Widerstand, schließt den Röhrenverstärker damit ab und gibst mal Ausgangsleistung. Und dann hörst du in deinem Röhrenverstärker, wo der überall Musik macht. Wow. Und überall, wo der Musik macht, weißt du, da ist noch Luft. Da kann man ein besseres Das ist aber voll der gute Tipp. Geil. Ja, ja, genau. Also so einfach kann Entwicklung sein. Cool. Und da weißt du, überall, wo es rappelt, geht der Präzision und Energie verloren. Dein Ohr wieder das Ohr ist wieder das Messinstrument. Ja, man könnte theoretisch, optisch... Du hast uns da was total Interessantes über deine Entwicklung von Amt erzählt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel... diese Hochtonfolie. Ja. Und du hast gesagt, dass du hier auch optisch... Ja, also genau. Grundsätzlich ist es erstmal ein Folienwandler. Das heißt, da ist eine Kunststofffolie und auf der Kunststofffolie sind
Ich habe hier die Kunststofffolie noch im ungefalteten Zustand. Auf der Kunststofffolie sind Aluminiumleiterbahnen, da wird eine Aluminiumfolie aufgeklebt und dann wird dieses Leiterbahnbild da reingeätzt. Cool. Das machen wir tatsächlich auch in unserem Labor hier 15 Kilometer vor Köln, in dem Cem-Park, weil das ist hier nicht nachbarschaftstauglich. Ja, nachbarschaftstauglich, okay. Hat sich jedenfalls rausgestellt, als wir es noch hier gemacht haben. Und das sieht dann hier, wenn es gefaltet ist, sieht das so aus? Wenn es gefaltet ist, sieht das so aus, ja, und diese Taschen, die man da sieht, die gehen auf und zu, ja. So wird der Schall erzeugt. Das hat halt den Vorteil, dass man extrem große Membranfolien, wenn man sich jetzt vorstellt, die ist nachher nur noch ganz schmal. Genau. Also man kriegt viel Membranfolie auf einen schmalen Raum konzentriert. Also die große hier, ne? Genau, die große, das ist dann das, was in unsere Pro-AMTs für Bühnenbeschallung reingeht. Ja, und da kann man sich einfach vorstellen, wenn man jetzt einen normalen Druckkammertreiber nimmt, wo vielleicht eine 2,5, vielleicht auch nur eine 1,5 Zoll Membran dran ist, dann hat man eine Metallkalotte, die ist so groß. Ja. Du musst mit viel zu wenig Fläche rumbrüllen. Genau, und damit die nicht gleich wegfliegt, ist die halt in der Druckkammer eingesperrt. Das heißt, davor ist noch eine Blende, wo der Schallauslass dann kleiner ist als die Membranfläche. Ja, das hilft dann, weil da dann ein Luftpolster sich vor der Membran aufbaut in der Druckkammer. Aber das... Ich habe mich gewundert, warum da was davor ist. Das ist Blödsinn, ne? Genau, also die Druckkammer sorgt, die Luft wird zur Feder, die Eigenschwingung von der Membran in dem Druckkammertreiber beruhigt, aber die Luft wird auch komprimiert und die Luft soll gleichzeitig den Schall weitertragen. Ja? Das heißt aber auch, dass alles, was an feinen Informationen über den Lautsprecher wiedergegeben soll, quasi durch dieses elastische Polster durch muss. Das ist so, als wolltest du eine Marionette an Gummifäden. Zu exakten, und du ziehst und die... Genau. Ja, und zeitversetzt. Also du gibst dann nachher irgendein Hochtonsignal auf den Druckkammertreiber, das kommt schon irgendwie raus. Auch die Frequenz ändert sich nicht. Aber der ganze Feinverlauf, die ganze Impulsverlauf, kriegst du über dieses Gummiband, über dieses Luftpolster vor im Druckkammertreiber nicht mehr wirklich sauber. Was du aber rauskriegst, ist, dass die metallische Membran von dem Druckkammertreiber metallische Eigenresonanzen, K3, K5, in rauen Mengen produziert und darum klingen die ganzen Konzertwiedergaben so unnatürlich, ja, weil du hörst immer die Eigenresonanz von diesen metallischen. Das ist okay, weil es gab vorher keine andere Möglichkeit, das darzustellen. Dieser Druckkammertreiber war eine geniale Erfindung, der hat seine Existenzberechtigung ohne Frage, sonst hätten wir überhaupt keine große Bühnenbeschallung. Aber um den Preis, dass die Feintextur im zeitlichen Verlauf in dem Musiksignal quasi verschleiert wird und gleichzeitig dieser metallische Klang eigentlich eine der Grundcharakteristika vom Druckkammertreiber ist bei diesen hohen Pegeln. Deswegen klingen auch Posaunen, Trompeten so geil mit Hörnern. Ja. Weil Metall klingt wie Metall. Bei Stimmen ist es dann oder Geigen, Holz, ne? Okay. Wenn du jetzt meinst, zu Hause geht es ja, weil da hast du nicht, also die Druckkammertreiber sind ja immer besser geworden und natürlich haben die Verzerrung einigermaßen in den Griff bekommen, aber da, wo es nachher auf der Bühne, also auch wirklich um Schalldruck geht, den du im Wohnzimmer gar nicht aushalten würdest. Da stoßen diese Systeme einfach an ihre Grenzen und es klingt eigentlich immer metallisch. Das ist bei einem Synthesizer egal, da weiß eh keiner, wie der klingt. Genau, ja, stimmt. Das ist wahr, ja, das ist ja Alien-Sound. Aber wenn du die Vorstellung von einer Frauenstimme hast, also gerade bei Stimmen, weil wir hören die ganze Zeit Stimmen, also zumindest früher noch, heute vielleicht nur noch hören wir nur noch Stimmen aus dem Handy, dann wissen wir auch nicht mehr, wie Stimmen klingen. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, wir sind in einer Zeit groß geworden, wo wir noch gelernt haben, wie natürliche Stimmen klingen. Ja, dann... Da wären wir sehr kritisch. Da wären wir sehr kritisch, weil wir einfach ohne Ende Referenzmaterial abgestimmt haben. Stimmt, ja. Das ist geil. Jetzt hat der Holger den Großen gebracht. Jetzt sieht man hier
die gleiche Folie. Genau, das ist... Wie groß dann das aussieht, wenn es gefaltet ist. Genau, das ist eine... Da sieht man, die hat sehr tiefe Taschen und sehr große Taschen. Dadurch hat die eine sehr tiefe Resonanzfrequenz und kann dann auch im Pro-Bereich runter bis 800 Hertz. 800 Hertz, ja. wow. Also das ist auch eine Besonderheit zumindest an unseren AMTs, die kann man tatsächlich bis an die Resonanzfrequenz ran betreiben. Geil, ohne Probleme. Ja, dann muss man allerdings, also wir haben... Man trennt früher ab natürlich. Nee, wir haben Pro-Kunden, die setzen den wirklich dann 800 Hertz Resonanzfrequenz bis 800 Hertz, aber dann mit 24 dB abgetrennt. Aber bis dahin... Steil, ja. Und dann steil. Dann steil, okay. Und das geht mit diesen Membranen. Geil. Der macht den nicht kaputt. Es klingt halt irgendwann vielleicht mir schön, aber bis nah an die Resonanzfrequenz, das geht schon. Ja. Und dann sind hinten wieder die Stabilisierung. Ja, hier sind jetzt noch keine aufgeklebt. Hier sind nur schon die Marken angebracht, wo die Stabilisierung angebracht werden muss. Ja. Die sehen wir dann da. An der Seite oder kommen die hier oben? Nein, hier siehst du das. Hier sieht man vorne 2 Stabilisierungen. Genau. Ja. Und hinten sind sie so ein bisschen quer. Und das hast du jetzt. Du hast eine Methode, wie du das sehen kannst, wie sie schwingen. Ja, das ist ein Tongenerator mit der auch ein Stroboskop antreibt. LED, ja. Man muss dann eine LED anschauen. Ein ganz einfacher Bausatz, ich weiß nicht mehr, wo der herkommt. Aber sehr hilfreich für solche Entwicklungen, weil man setzt mit dem Tongenerator halt die Membran in Schwingung, kann man auch mit einem Bass machen oder mit immer, was man sich angucken will. Und die die LED. Das kommt übrigens aus dem Gemüsebereich, Lauchsellerie und Dill, LSD. Ah ja, das leuchtet ein. Die LED. Das hat er mich echt rausgebracht. Die LED, also man kennt es ja von einem Stroboskop. Ja. In der Disco, man sieht nur noch so tak, tak, tak. Ne? Ja. So. Und das richtig eingesetzt, im richtigen zeitlichen Verhältnis, dann siehst du die Schwingung der Membran quasi in Zeitlupe und du siehst dann zum Beispiel, wie sich stehende Wellen über die Länge ausbilden oder wo die Wellen dann gegen den harten Rahmen prallen und zurückreflektiert werden. Ja, Geil. Also so kann man auch einfach Membranen in ihrer Geometrie optimieren. Cool. Dieses Klippelsystem hat dann andere Möglichkeiten, das mit dem Laser abzutasten, wie die Resonanzen, wie die Bewegungen sind. Aber es geht immer darum, das sichtbar zu machen. Klippel ist super, ist aber natürlich für den Amateur viel zu teuer. Und je nachdem kann man mit einem Stroboskop bei so einer Sache wirklich schon viel sehen. Ja. Und verstehen, warum passiert was. Warum, genau. Man sieht's ja direkt sogar. Genau, man sieht's. Ja. Cool. Und das ist das, was mich fasziniert. Da bist du bist da wie du gräbst immer tiefer und tiefer, ne? Und willst es wissen. Und ja gut, ich habe ja jetzt die Chance, alles das, was ich mir in 40 Jahren zusammengesammelt habe, in einer Stunde zusammen, dann ist es natürlich viel, aber es ist halt im Laufe der Jahre entstanden. Ich weiß, als wir diesen AMT, ich finde den AMT vom Klang her einfach super und ich finde den Klang bei Live-Konzerten oft eher nicht so toll. Ja, also ich weiß, ich bin damals nach Aachen gefahren, da war Chick Corea, Gary Burton, Chick Corea und Gary Burton, Vibraphon und klassisches Piano, also ein akustisches Piano. Ja? Und das hat bei uns zu Hause schon richtig gut geklungen auf den selbstgebauten Anlagen. Und ich fahre nach Aachen, kaufe mir Karten, fahre nach Aachen, setze mich dahin, dann steht da irgendwie so eine Anlage mit Druckhammertreiber und es scheppert und klirrt und denkt, warum bin ich hier hingefahren? ja, nein, jetzt hast du den Leibhaftigen da stehen. Und es scheppert und es knallt und es klirrt. Ja. Oh ja. Das hört schon besser an zu Hause als und es hört sich zu Hause besser an. Also ich kenne die Leute, die sagen, ich gehe auf kein Konzert, weil es klingt immer so schrecklich. Ja. Also jetzt bei Jazzkonzerten. Und es gibt dann die Berichterstatter, ich war auch hier in der Köln Arena, habe mir Udo Lindenberg angeguckt, geile Show, aber da stehen 3 Bläser, 4 Bläser, alle möglichen Musiker und hören tust du nur Udo Lindenberg und das Schlagzeug, weil alles andere geht unter. Ja, sowas macht mich rabiat. Sowas halte ich nicht aus. Da kriege ich, weil ich liebe Blech. Also Blech ist super Schönes und wenn das untergeht, da muss ich gehen. Ja, und trotzdem gibt es nachher die Berichte, die Leute sagen, die kennen es ja nicht anders, ne? Und sagen, ja,
war ein super Event, klar, Udo live sehen und die ganze Show, alles super. Aber wenn es jetzt wirklich mal darum geht, irgendwie Jazz oder also was, wo es auch um Klang geht, um Musik genießen, nicht nur um Show gucken, dann wird es halt schwierig, wenn es scheppert. Und welche Chance hast du dann als Endverbraucher? Willst du dann zum Türsteher gehen und sagen, das klingt aber, ja, das hat was soll ich haben ja in der Regel dann keine Ahnung, wie die Show war. Da ist ja keine Lobby. Und da hast du dann diese Profi-Amts gebaut, die jetzt in der Royal Albert Hall hängen. Ja. Also die Idee, das war ja L-Akustik, die haben damals 11, es steht wahrscheinlich sogar für Line Array, also weil damit sind die groß geworden. Für alle, die es nicht wissen, ein Line Array ist, wenn man aus dem gleichen Lautsprecher, den man stackt, immer mehr aufeinander, also wie wenn ihr jetzt 20 Lautsprecher aufeinander stellt, dass sie dann eine Linie, eine Line, und Array ist eben diese also zusammenstellen. Ne? Genau, also im Grunde genommen kennt es jeder, der schon mal in irgendeinem Konzert war, eigentlich. An jeder Bühne hängen immer diese Bananen, also diese Mittelhochtonteile, der eins über den anderen und vorne so ein bisschen krumm, damit auch nach unten, also vorne das Publikum, was abgestrahlt wird. Und die Idee dahinter ist, je größer eine Membran ist, in dem Fall ja jetzt hier also die Linie wird vertikal ausgedehnt, desto mehr bündelt die den Schall. Ja, und darum geht's. Man will ja bei so einem Konzert nicht den Himmel und nicht den Fußboden beschallen, ja, sondern man will ja das Publikum beschallen. Genau in eine Richtung und nicht nach unten und nicht nach oben. Genau. Und wenn ich jetzt die Membranfläche einfach ausdehne, dann habe ich eine linienförmige Membran und dann passiert, je länger die wird, im Grunde genommen das mit dem Schallquegel. Ja, der wird immer mehr fokussiert. Und das will man mit dem Line Array erreichen. Auf der Bühne. Ja. Auf der Bühne. Ja. Und darum hängen die überall, damit die tief in das Publikum reinstrahlen. Jetzt hat man aber das Problem, wieder im Hochtonbereich, Druckkammertreiber, kleine Membran, ist alles andere als eine Linienquelle. Das ist eine Punktquelle. Ist eine Punktquelle. Da muss man da was vorbauen mit Schallführung, um aus der Punktquelle den Schall so umzubauen, dass der nachher wie eine Linie funktioniert. Und das sind diese Trichter, die noch dann hochstehen. Ja. Genau, und dann hat L-Akustik sich, sagen wir mal, die einzig einigermaßen funktionierende Anordnung von so einer Schallführung patentieren lassen. Ja? Und die funktioniert auch einigermaßen, also dass dann eine fast Linienquelle, eine linienförmige Schallwelle, eine Zylinderwelle, wie man so schön sagt, dann anschließend abgestrahlt wird, aber mit einem großen Aufwand. Und die Idee ist einfach, hinter dem AMT, das ist ja schon linienförmig. Das ist perfekt. Das ist perfekt und durch die große Membranfläche hast du eine unglaublich große Ankopplung an die Luft. Ja, das nennt man den Strahlungswiderstand. Ja. Die Ankopplung an die Luft, dadurch, dass so viel Luft direkt an der Membran in Bewegung gesetzt wird, ist die Ankopplung an die Luft total gut. Ja. So, also das ist, ich habe mehr Fläche, die Luft in Bewegung setzt, als wenn ich so ein kleines Ding habe, das schreien muss, um dieselbe Menge an Bewegung in der Luft herzustellen. Genau, wenn man das nachrechnet, wie groß die Membranbewegung dieser Membran sein muss, um denselben Schalldruck zu erreichen, wie so eine kleine 2,5 Zoll Kalotte im Druckkammertreiber, dann wird die 2,5 Zoll Kalotte viel mehr ausgelenkt hin und her gerissen, ja, als diese große Fläche. Also da findet viel weniger Bewegung statt. Spielt entspannter und die Membran selber ist aus Kunststoff. Die scheppert längst nicht so wie die Metallkalotte. Mit den Metalldinger, ja. Das ist dann für die menschliche Stimme dann nachher noch umso viel besser. Und deshalb, der AMT produziert auch Verzerrungen ab einem bestimmten Pegel, aber wenn er Verzerrung produziert er K2. Also eine Oktav. Ja. Und jeder, der schon mal an einem Klavier einen Ton und dann genau die Oktav angeschlagen hat, der weiß, es ist gar nicht so einfach herauszufinden, habe ich jetzt nur das tiefe C oder drückt der andere, wenn ich es nicht sehe, ne? Höre ich jetzt nur das eine, den tiefen Ton, oder spielt der jetzt gerade auch die Oktav mit? Ja, das ist, weil die Oktav kommt einfach im Obertonspektrum vor. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen voller, aber es ist für den Laien total schwer zu hören, ob jemand
eingestrichenes und zweigestrichenes C gleichzeitig an oder nur das eingestrichene. Das ist ein schöner Ton. Das ist ein Ton, der ist harmonisch, der macht mich glücklich und der tut mir nicht weh. Genau, das ist der Vorteil bei dem AMT. Wenn er Verzerrungen produziert, dann nur K2, dann nur Oktaven und nicht K3, K5. Produziert er einfach nicht. Und deshalb ist er prädestiniert für hochwertige Bühnen wieder. Ja, da müssen wir ja fast unser Philips AD 12100 mit einem Mundorf beglücken. Breitbänder, den 30 cm Breitbänder aus den 70er Jahren. Ja, wenn der richtig breitbändig ist, der braucht auch einen Hochtöner, Dann würde ich ja das Experiment machen und hier so einen kleinen Hochtöner als Koax, also für in die Mitte reinsetzen. Ja, dann muss er allerdings mit den Laufzeitunterschieden, weil der AMT muss, weil das akustische Zentrum ist beim Konuslautsprecher eher da, wo die Schwingspule ist. Genau, dann müsste man eigentlich man sollte die Magneten auf eine Linie. Genau. Der muss also eher in der Box, wenn er auf einer Box steht, eher ein bisschen nach hinten gesetzt werden. Wenn du den jetzt dann steuerst du den entweder digital an, mit der digitalen Weiche, weil ich natürlich auf gar keinen Fall befürworten kann. Oder du baust, da bin ich dann sehr dafür, eine passive, das gibt es ja auch, passives Zeitversetzen, weil dann baust du ohne Ende Bauteile rein. Aber dann ist es vorbei, dann ist der Klang vorbei. Genau, es ist schwierig. Dann setze ich ihn lieber oben ein bisschen weiter zurück. Dann geht es in der Stelle nicht koaxial. Ja. Anders als in der Diplomarbeit. Ja, wo das. Genau. Also es ist wunderschön. Also darum wie gesagt, Hochtöner, Cembalo, Konzerte, das Obertonspektrum ist für mich einfach so, weil es die Weite. Raum entsteht halt durch feine Rauminformationen, durch Nachhall, dadurch entsteht Weite, der Eindruck, ich habe Platz, ich kann atmen. Ja, und diese Informationen über Weite und Nachhall, die gehen halt bei diesen PE-Beschallungssystemen einfach kaputt. Ja, weil die diese feinen Strukturen nicht wiedergeben. Aber es ist so, die früheren, also zum Beispiel die frühen Anfänge, 44,1 Kilohertz CD und so, die hat ja bei 20 Kilohertz abgeschnitten. Da geht so viel verloren. Da geht und gerade die Rauminformationen, Obertöne. Ich liebe Tonbandmaschinen. Ja. Und meine Philips Tonbandmaschine, die große, da habe ich mit so einem Messding, also Tongenerator rein und raus und 38 Kilohertz, kein Problem, ist zurückkommen mit vielleicht 2 dB Verlust, 38 Kilohertz. Aber ich habe leider keine Band gefunden, mit der die aufnehmen hätte können. Ich will was aufnehmen, ich habe die Tonbandmaschine. Genau. Ja, aber ich glaube, das Bewusstsein kommt ein Stück weit auch wieder irgendwie. Also das analoge Aufnehmen. Ja, das ist jetzt ganz wo es Tonstudios gibt, die analoge Bandmaschine. Ja, die suchen die ganzen alten Sachen wieder zusammen, damit die das so wieder hinbekommen wie früher. Ja. Es gibt einen YouTube-Kanal von einem Italiener, der ist total nett, der heißt so Analog-Dialog. Also der beschäftigt sich viel mit solchen Sachen. Und der hat zum Beispiel mal bei einer Geschichte gebracht, Aufnahmematerial von Pink Floyd, von dem, glaube ich, das war das Money. Und da hat er Soundfiles reingestellt von der originalen Pressung, von der Mastertape, von der CD, ersten CD und von der Kassette noch. Und du kannst ja über dieses also das Soundfile in einem also 120 Kilohertz, kannst du anhören, wie unterschiedlich die klingen. Pink Floyd ist natürlich noch eine Steilvorlage für den AMT, weil Pink Floyd damals schon AMTs eingesetzt hat und tatsächlich noch diesen Ur-AMT, der eigentlich für HiFi entwickelt worden ist. Von Oscar Heil. Und der ESS Heil AMT. Und die haben das Problem, dass der natürlich ein HiFi AMT war und keine Leistung konnte, einfach dadurch gelöst, dass die quadratmeterweise diese Dinger irgendwie auch schon zur iRace zusammengebaut haben. Also das macht halt nur Pink Floyd, die immer höchsten Wert auf Klang, genau. Also die ja auch mit Quadrophonie experimentiert haben und solche Sachen. Und da halt, ne? Ja, genau. Und die es sich leisten konnten und denen es das wert war. Ne? Also die haben schon mit dem AMT, mit dem Ur-AMT Bühnenbeschallung betrieben. Und wahrscheinlich, weil sie es gehört haben, weil sie es einfach haben wollten. Ja. Na, das ist
Ich muss sagen, ich finde generell von Pink Floyd da, wie heißt der? David Gilmour, ja. danke. David Gilmour. Wir werden belauscht. Ja, das ist schön. Dankeschön, Holger. Der David Gilmour. David Gilmour ist, glaube ich, der Audiophile bei denen. Ich glaube, der David Gilmour ist der Typ, weil ich Interview mit David Gilmour gesehen habe und er gesagt hat, dass er auch noch die Anlage stehen hat von früher, mit denen sie gemischt haben. Ne? Also der hat sich auch die Lautsprecher aufgehalten. Ja? Also tu das einmal heute. Ne? Also ich habe auch viele Lautsprecher und eine die immer droht. Genau. Also jetzt haben wir schon sehr viel, was uns persönlich, wir sind jetzt beim Bauen von Verstärkern und haben eigentlich Kondensatoren. Also Kondensatoren, da haben wir festgestellt, wie viel man am Klang beeinflussen kann. Und du hast uns jetzt erzählt, wie sehr Metalle unterschiedlich klingen. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, dass diese ganzen Folienkondensatoren, die man ja eher als Koppelkondensatoren verwenden, zwischen den Röhren, beim Eingang, beim Ausgang, hier kann ich mit den Kondensatoren wahnsinnig viel am Klang beeinflussen oder sagen wir mal retten. Ich bin ja der Meinung, dass diese Bauteile eigentlich ja nichts anderes machen, als die Bandbreite, das Signal, das kommt, da ist ja die Information schon da. Und jetzt ist eigentlich dieser Trugschluss von den Leuten, dass wenn sie jetzt diesen Kondensator reintun oder diesen und dann klingt es plötzlich noch mehr, heller oder mehr Bass, dann glauben die, dass der jetzt irgendwas dazu mischt. Aber ich bin der Meinung, nein, der zeigt einfach, bei dem geht am wenigsten verloren. Das Signal. Idealerweise geht nichts verloren und wird nichts hinzugefügt. Genau. Ja. Oder kann ein Kondensator was hinzufügen? Wäre das möglich? Ja, nur Störgeräusche. Störgeräusche. Da ist ja ein passives Bauteil, also da wird keine Energie erzeugt, es kommt auch keine Energie aus der Steckdose, sondern es wird Energie im Idealfall einfach nur weitergeleitet. Genau. Oder eben im Nicht-Idealfall durch Vibrieren induziert oder behindert. Ja? Genau. Und ich bin einfach der Meinung, dass wenn eben so ein wirklich toller Kondensator, auch wenn er Silber-Gold hat oder nicht, dass der einfach ich sage das für mich jetzt Bandbreite, also mich schimpfen dann Leute in den Kommentarsektionen, weil Bandbreite technisch was ganz was anderes heißt, aber ich bin der Meinung, für mich jetzt im HiFi-Talk auf dem Kanal ist ein Kondensator, der wirklich, wenn ich ihn reintue in den Verstärker und ich habe auf einmal, die Bühne wird genauer, größer, breiter, ich habe mehr Tiefenbass, ich höre mehr Details, dann sage ich, für mich hat das einfach eine größere Bandbreite, weil das Signal mehr durchkommt. Ja. Das ist eigentlich für uns wichtig und wir probieren so viele Kondensatoren und jedes Mal, wenn wir jetzt beim Phonobre zum Beispiel, wenn wir die Mundorf drin haben, dann fühlen wir uns zu Hause, oder, Martin? Ja, das ist definitiv so. Total. Also das ist einfach dieser Klang von Mundorf, der ist wirklich und vor allem auch leistbar. Ne? Weil das ist ja heute, teilweise gibt es ja schon Leute, die im Gagaland sind preislich. Also wir beschäftigen uns auch mit Gagaland aus reinem sportlichen Ehrgeiz. Aber im Grunde genommen ist natürlich die ingenieursmäßige Herausforderung ist in jedem Preisband einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis herstellen zu können. Ja, also ich meine, das schnellste Auto der Welt zu bauen, ist eine Herausforderung. Ja, aber zu sagen, ich baue ein Auto für 5.000 €, was wirklich herausstechend gut ist, ist genauso eine Leistung. Ja, das wäre ein Riesenfeature. Ja, so und so kann man ja bei jeder Preisklasse sagen, das ist einfach aus unserer Sicht das Beste, was man in der Preisklasse bauen kann. Und da ist es natürlich so, wenn man durch Preisklassen beschränkt ist, dann muss man unter Umständen in eine bestimmte Richtung optimieren. Ja? Also ich kann nicht in ein 5.000 € Auto das beste Getriebe, die besten Sitze, die besten Bremsen und den besten Motor einbauen. Das geben die 5.000 € nicht her. Ja? Aber ich weiß natürlich, je nach Anwendungsfall sind die Sitze vielleicht ein bisschen wichtiger als der Motor. Ja, also ich muss dann einfach Entscheidungen treffen, in welche Richtung will ich optimieren. Und das kann man, darum gibt es dann auch tatsächlich nachher in einem Preissegment letztlich unterschiedliche Ausführungen. Ja? Wenn man ganz oben den idealen Kondensator
bauen würde, gäbe es nur noch eine Ausführung. Zumindest was die Makromikrofonie angeht. Das gesamte Bauteil. Wo das gesamte Bauteil schwingt und Induktivität hat, Restinduktivität hat. Weil es ist ja so, dass wir sagen, okay, der Kondensator hat eine Kapazität, die Spule hat eine Induktivität, der Widerstand hat einen Widerstand. Aber real hat jeder Draht eine Induktivität. Und jeder Draht hat einen Widerstand. Und ganz genau betrachtet hat jeder Draht auch eine Kapazität. Das heißt, zu sagen, der Kondensator hat nur Kapazität, ist ja ein idealisierter Zustand. Letztlich hat ein Kondensator auch eine Restinduktivität. Ja, und je nach Restinduktivität, nehmen wir mal einen Elko, einen bipolaren Elko. Ja, da ist Aluminiumfolie aufgewickelt, die ist mit Papier isoliert und die hat dann 3-4 Anschlüsse an diesem Aluminiumwickel. Das heißt, bei einem bipolaren Elektrolytkondensator, sagen wir mal so 10 Mikrofarad, 20 Mikrofarad, da sind jetzt 100 oder 200 Bindungen und da sind 4 Fähnchen rausgeführt von diesen Bindungen. Und zwischen den 4 Fähnchen muss der Strom wirklich diese Spule durchlaufen. Ja? Das heißt, ein Elektrolytkondensator, auch ein bipolarer für eine Frequenzweiche, der hat einen richtig hörbaren, messbaren, induktiven Anteil. Ja? Ist logisch, es ist ja auch gewickelt. Es ist gewickelt. Ja. Ne? Und hier, wenn man sich jetzt hier so anguckt, hier so ein Folienkondensator, da ist diese dünne Kunststofffolie hier, die haben wir ja eben schon mal hatten, mit den beiden Metallbelägen. Mit nur so und so viel Mühe stark, ja, so extrem dünn. Die ist hier aufgewickelt. Diese Stirnflächenkontaktierung hier, ja, die ist jetzt auf der einen Seite mit dem einen Metallbelag und auf der anderen Seite mit dem anderen Metallbelag. Genau, die sind so, einer hat auf einer Seite nichts und der andere auf der anderen Seite nichts. Genau, das nennt man den Freirand. Also eine Folie ist von hier bis kurz 3 mm vor diesem Ende metallisiert und die andere ist genau umgekehrt metallisiert. So, also hier habe ich nachher eine Platte rausgeführt und da habe ich eine Platte rausgeführt. Wenn man sich das überlegt, dann ist diese Stirnflächenkontaktierung rundum überall mit dieser aufgewickelten Fläche verbunden. Darum ist das so niederinduktiv, verglichen mit einem Elektrolytkondensator, wo du auf diesem, da könntest du jetzt auf denselben Wickel mit einer modernen Wickelmaschine vielleicht 6, vielleicht 8 Lötfahnen setzen, wo das rausgeführt wird. Und zwischen diesen Lötfahnen und aus Preisgründen wird unter Umständen eine Lötfahne und der Rest ist Wickel. Ja, und dann hast du eine fette Spule. Genau, dann hast du in dem bipolaren Elektrolytkondensator oder auch in dem Kondensator von Netzteil, je nachdem wie viele Kontakte da angebracht sind, hast du eine mehr oder weniger große Restinduktivität. Und das willst du aber nicht haben. Und das willst du nicht haben. Und das geht auch hörbar auf den Hochtonanteil. Darum gab es früher K-HiFi-Frequenzweichen, da war ganz bewusst ein Elektrolytkondensator im Hochtonbereich, damit die Hochtöner nicht so weit rausspielen, damit es nicht so scheppert und damit die auch nicht so schnell kaputt gehen. Also man muss einfach wissen, was man tut, dann kann man das irgendwie gewinnbringend irgendwie einsetzen. Ja. Aber das ist ja nicht euer Ziel. Ihr wollt ja den Raum und die Obertöne und die feinen Strukturen haben. Genau. Und da geht es dann um Geschwindigkeit. Ich wollte auch noch mal was sagen, weil ich sitze schon die ganze Zeit, ich höre total gespannt zu. Ich sage nicht viel, weil ich wirklich einfach nur zuhöre. Und wir machen ja unser Phonoprä und sind eigentlich auch schon fertig. Und jetzt vor ungefähr 2 Monaten habe ich dann nochmal zum Jürgen gesagt, du, hör mal, ich würde ganz gerne noch mal ein paar andere Elkos ausprobieren. Und da haben wir gerade Kontakt aufgenommen, mehr oder weniger. Genau, ich würde gerne noch mal was anderes ausprobieren, weil ich war beim Kumpel und der hatte auch ein Phonoprä, haben dann verglichen mit meinen und mit seinem. Mir ist bei seinem Phonoprä aufgefallen, dass er in einigen Punkten, jetzt klanglich waren die gleich, da waren wir schon begeistert, aber er war spritziger, er war schneller. Du hast die Seite gehört von der Gitarre, dieses Bling, Bling, und bei mir war das auch, aber weniger. So, und ich so, was ist das? Ne? Also, scheiße. Ich will das auch so haben. Und dann haben wir halt verglichen und Bauteile festgestellt und dachte ich möchte jetzt ganz gerne mal andere Elkos ausprobieren. Beim Netzteil. Weil ich mir denke, dass das Netzteil wahrscheinlich zu lahm ist. Also nicht spritzig genug, nicht den Strom schnell liefern kann. Und dann sind wir ja in Kontakt gekommen, oder vielmehr der Jürgen, und dann haben wir die ausprobiert und ich bin vom Hocker gefallen. Ich dachte mir so,
Das kann nicht sein. Nur das Netzteil, nur die Stromversorgung. Das kann nicht sein. Ja. Und ich meine, die Elkos, die davor drin waren jetzt auch keine schlechten. Aber, das war was aber du warst ja auch total niedergeschmettert. Ja. Ich habe mir 2 Monate lang studiert, alle möglichen Hersteller und es gibt Sachen, die hat man halt Erfahrung gemacht und es gibt Sachen, die musst du dir irgendwie erarbeiten. Ne? Und du kannst ja nichts anderes machen, als du das Internet durchforstest und Leute Meinungen reinholst und dann probierst halt einmal den und einmal den und dann den gibt's nicht mehr, der war tot. Genau. Ja, und dann hat der Martin gesagt, du Mund auf. Na? Und wir haben zum Beispiel diese Möglichkeit gehabt, dass wir die Elkos auch mit so Folienkondensatoren mit 0,1 Nanofarad, also so 100 Nanofarad und das Mikro beigepasst haben. Ja. Und das hat sofort wirklich sofort, wow. Ja. Also nicht so ein Blindtest, sondern sofort richtig einen Schritt nach vorne. Ach ja, stimmt, genau. Bei denen brauchst du es nicht. Bei denen brauchst du es nicht. Bei denen die sind von sich aus so gut, da kannst du den dazu und weg, brauchst du nicht mehr. Jetzt hast du es eigentlich schon erklärt. Du hast eigentlich erklärt, dass die Folienkondensatoren hier an der Stirnseite sind, während die Elkos haben Fahnen. Ja? Genau. Weil da ist ja richtige Aluminiumfolie. Im Grunde genommen sieht so ein Elko tatsächlich, jetzt haben wir ja nur kaputte Spulen rumliegen, im Grunde genommen, so ein Elko ist halt auch, das ist halt so eine in dem Fall eine Aluminiumfolie, die mit Papier dazwischen also 2 Aluminiumfolien mit 2 Papieren dazwischen und die dann mit einem Elektrolyt getränkt werden. Ja. Das ist der grundsätzliche Aufbau. Das Elektrolyt führt dazu, dass sich auf dem Aluminiumoxid als Isolator bildet. Ja, so. Dass die nicht kurz schließen. Genau. Und das ist diese Selbstheilungsfunktion. Nee, die Selbstheilung, der ist gerade, der reagiert ja empfindlicher drauf, wenn man den Verpoltrum anschließt, also Plus- und Minus vertauscht, weil dann zersetzt sich nämlich diese Aluminiumoxidschicht und dann ist die Isolation ist dann weg. Ja. Darum darf man die nicht verpolen. Ja? Und bei den bipolaren Elkos löst man das so, dass man 2 in Reihe schaltet. Und zwar beide mit Plus oder Minus miteinander verbunden. Das heißt, immer bei der einen Halbwelle wird die eine Wickel ein bisschen kaputt gemacht, während der andere isoliert. Genau, das wird so dauernd hin und her geschunkelt und der regeneriert dann auch immer direkt. Dadurch hält das dann zum Schluss. Ja. Aber wenn einer dauerhaft nur verpolt angeschlossen ist, dann zersetzt sich die Aluminiumoxidschicht und dann hast du nachher, dann fliegt er dir um die Ohren. Lauten Knall. So, wo waren wir jetzt? Genau. Unterschied zwischen Elko und Folienkondensator. Genau, du kriegst, also musst du an diese Folie, an diese Aluminiumfolie musst du wirklich Anschlüsse machen. Du wickelst die Aluminiumfolie, hältst an, tackerst einen Anschluss dran, wickelst wieder, hältst die Maschine an, tackerst die nächste Lötfahne heißt es, die nächste Lötfahne dran, dann ist der Wickel fertig, dann gucken oben aus dem Wickel so ein paar Lötfahnen raus, die werden dann unten unterm Deckel irgendwie angeschweißt und dann hast du entweder einen Kontakt oder 10 Kontakte oder 12 Kontakte. Ja. Nur muss dir aber klar sein, du musst jedes Mal, um diese Lötfahne zu setzen, jedes Mal die Wickelmaschine anhalten. Das ist komplett Aufwand, komplett anhalten. Beschleunigen, abbremsen, anhalten, schweißen, beschleunigen, abbremsen, anhalten, schweißen. Also jeder Kontakt kostet Produktionszeit. Ja, das ist sehr, sehr aufwendig. Ja. Und deshalb, wenn du dem Hersteller nicht sagst, mach da so viele Kontakte dran, wie überhaupt nur geht, dann wird er eher weniger Kontakte dran machen, einfach um Produktionszeit zu musst dem auf die Finger schauen und verlangen, ich will es so. Genau, das ist ja das, was wir auch vor allen Dingen mit diesen Bauteilen machen. Wir arbeiten bei diesen komplexen Bauteilen auch mit Herstellern zusammen, gucken uns die Produktionsmethoden an. Wir wissen, welche Produktionsmethode sich wie auf den Klang auswirkt. Und geben dann eigentlich die Bauanleitung. Ja, das ist das. So haben wir auch von Kunden gelernt, die uns gesagt haben, früher, da gab es von Siemens oder von Röderstein oder irgendwie, da gab es einen Kondensator, der hat super geklungen. Und wir versuchen dann rauszufinden, warum. Wir sägen einen auf, gucken rein und die haben das anders gemacht, die haben das anders gemacht. So, und so haben wir halt auch viel gelernt. Cool. Ja, das ist
das merke ich. Bei uns Automotive, wir machen meine Familie in China machen Gummi. Und da ist es teilweise so, zum Beispiel bei Federsitz, da gibt es in Deutschland niemanden mehr. Die mit dem letzten, der in Pension gegangen ist, das Wissen ist weg. Ja, das ist so. Ja, und dann sagen die uns, ja, du habt den harten Gummi, Federsitz, so wie ihr das macht, top, und kriegst in Deutschland nicht mehr. Ist verloren. Ja, das ist traurig, ja. Ihr seid dann Pioniere des Kondensatorbaus. Ja. Also so ein bisschen Archäologe in der Pyramide unten. Ne? Ja, genau. Sehr geil. Und ein bisschen Miraculix. Ein bisschen Miraculix. Beim Anrühren von patentierten Legierungen. Ja, das war für unseren Patentanwalt dann auch eine Herausforderung, dem Patentprüfer klarzumachen, dass unterschiedliche Legierungen anders klingen. Wir mussten dann auch wirklich Hörberichte, die Hörberichte gehören mit zur Patentanmeldung. Geil. Ja, ich stelle mir das nervig vor, wenn man dann das auch noch machen muss, ne, für ein Patent. Wie der Mateschitz für Red Bull das anmelden wollte, ein Patent für ein Energiegetränk. Ne? Die haben auch. Ja. Ja, also was willst du? Aber es hat funktioniert. Cool. Also da wollen wir uns auf jeden Fall von euch beraten lassen, wenn wir den Röhrenverstärker dann im Kanal bauen. Ihr habt das gesehen, Angelique, glaube ich, heißt dieses Kabel, oder? Das ist diese patentierte Kupfer-Silber-Gold-Legierung, wo in dem Kupfer in dem Fall dann 0,1% Silbergold drin ist. Also dann 0,03% Gold und 0,07% Silber. Es steht ja eine Patentanmeldung drin. Das kann man lesen. Ja, das kann man lesen. Ja. Und man darf es ja nicht nachbauen. Genau, dann klopft man auf die Finger. Und es macht einfach einen Unterschied. Ja, und wir haben es hier gehört und wir haben festgestellt, viel hilft viel, stimmt an der Stelle nicht. Also man kann auch zu viel davon reinhören. Dann klingt es irgendwie gar nicht mehr gut, dann klingt es eher eng und kantig. Ja, also es gab eine ganze Menge Effekte, je nach Mischungsverhältnis. Und wenn man sagt, ja 0,1%, das kann ja keinen Unterschied machen, dann möchte ich an der Stelle an die 0,8 Promille erinnern. Ein Beispiel aus dem praktischen Leben, dass auch Alkohol im Blut, dass auch 1 Promille einen großen Unterschied machen kann. Ja. Also wir haben bei uns zum Beispiel Silber, zu viel Silber. Also ich verwende nicht gerne Silberkabel. Weil? Ja, weil es einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass das noch das richtige Signal ist, dass das authentisch, also ich habe das Gefühl, das ist mir zu hell. Es ist auch eigentlich weicher, aber gleichzeitig ist es heller. Beim Cinch-Kabel jetzt, also eine Verbindungskabel zwischen Geräten. Und dann sagt man einfach, ich bleibe lieber bei meinem gewohnten, guten Kupferkabel, das ich kenne. Und das funktioniert super, warum? Und okay, aber das Problem ist ja, bei den HiFi-Anlagen gibt es ja dann Leute, die Lautsprecher haben, die halt das so und so viel verändern, dann hat man einen Verstärker, der den Klang so und so beeinflusst und dann hat man und ja, da brauche ich da wieder, bei dem Kabel mische ich dann, das ist wie wenn ich dann, nehme jetzt Soja, nehme ich Salz, es wird dann zu viel, dann habe ich da wieder noch, und da möchte ich nicht mitmachen. Also wir versuchen Verstärker zu bauen, die sind Single-Ended, also Class A, möglichst wenig Bauteile, um beim Original zu bleiben. Weil irgendwann verzettelst du dich. Wenn du so viele Einflüsse hast, irgendwann weißt du schon immer, was mache ich. Ne? Das ist auf jeden Fall so, ja. Das ist unsere Philosophie. Ja, man kann wirklich. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr, absolut. Ja, und Veränderungen, so neugierig man auch ist, aber muss es einfach schrittweise machen, eine Veränderung nach der anderen, sonst weißt du nie, was woher kommt. Genau. Ja. Das kommt mir so bekannt vor. Ja. Mach nicht den Kondensator da rein, mach nicht alles, fang doch besser mit dem an. Ja. Das ist, Und dann hör. Wobei wir sind da ja jetzt, du bist professionell, wir sind in der Hinsicht ja Amateure, weil wir schauen, wie klingt der Kondensator, wie klingt der. Ne? Während wir wissen die Köche, du bist der die Möhrchen. Genau.
Deshalb eher wenig zu Kochrezepten. Ich weiß natürlich grundsätzlich ist, weil wie gesagt, Kosmos Radiomann, Amateurfunk, Verstärkerbau, Synthesizerbau habe ich mich auch dran versucht. Also ich kenne elektronische Schaltungen und ich weiß natürlich um die Bedeutung von Komponenten an bestimmten Stellen. Ja, aber ich bin jetzt nicht der Verstärkerschaltungsexperte. Ja. Das ist ja wieder eine Wissenschaft für sich. Aber ganz klar, also das, was das Netzteil nicht hergibt, das kann anschließend die Verstärkerstufe auch nicht mehr retten. Genau. Das ist halt einfach so. Also wir haben ja vor vielen Jahren auch eher zufällig angefangen für Firmen wie Nakamichi und Alpine Netzteile für K-Audio-Präsentationen zu bauen. Damals dann zum Schluss zu einem sensationell günstigen Preis verglichen mit anderen Anbietern und extrem schnell und belastbar und die Leute haben es alle gekauft, um in Ladenlokalen zu präsentieren, auf Messen zu präsentieren, weil diese Netzteile einfach extrem schnell waren. Die waren geregelt, die hatten eine MOSFET-Endstufe, die waren sehr schnell, der Regelkreis, linear geregelt, und die hatten riesige Transformatoren und riesige Elko-Bänke und dieser MOSFET hat einfach super schnell nachgeregelt. Das heißt, in dem Moment, wo da wirklich für den Impuls richtig Energie gebraucht wurde, war die auch direkt da. Ja. Ohne dass irgendwas eingebrochen ist. Und deshalb haben die Leute auch in diese Netzteile investiert, um ihre Endstufen und sonst was zu präsentieren, weil es einfach hörbar besser geklungen hat. Ja, die K-Audio ist ja immer 12 Volt Netz, also kein eigenes Netzteil, sondern erstmal 12 Volt Batterie und dann in der Vorführung auf der Messe oder sonst wo muss diese 12 Volt Batterie ersetzt werden, in dem Fall durch ein Netzteil. Und der Vorführerfolg hing letztlich davon ab, wie gut ist die K-Endstufe, K-HiFi-Endstufe, das ist klar, aber die konnte nur so gut klingen wie das vorgeschaltete Netzteil. Es ist logisch, also es ist ein Verstärker. Genau. Ja, Power, ne? Also Genau. Strom. Und wenn das Netzteil nicht den Strom liefert, dann kann er nichts verstärken. Ja, genau. Ja, da haben es bei euch dann die idealen Netzteile gekriegt und die Leute haben das gehört und haben ja gut, aber auf der Batterie klingt es dann gleich ähnlich gut wahrscheinlich. Auf der Batterie klingt es gleich ähnlich gut, nur es ging ja um Vorführsituationen auf Messen. Ja, und der hast ja keine Batterie. Oder die ist halt dann schnell leer nach bei den Auflagen oder bei den Anlagen ging das dann schnell. Und deshalb die Netzteile. Aber da war es ganz entscheidend für die Vorführung, ne? Du brauchst einfach Strom und zwar schnell und ohne Ende. Geil, ja. Der K-Audio-Bereich, der hat sich sehr gewandelt, aber was geblieben ist die Erkenntnis, kein Verstärker ist besser als der Netzteil. Ich habe, glaube ich, gelesen, für 26 hast du was geplant, neue Sachen? Also was kommen wird, ist auf jeden Fall, dass wir unsere neuen Legierungen in vielen Halbzeugen, aber auch in neuen Produkten wie kleineren Kondensatoren. Also die Audiokette hat sich ja gewandelt. Auch da, wenn man jetzt Richtung Mobile Audio, irgendwie kleine Geräte, irgendwie so groß wie ein Handy, mit denen hochwertige Kopfhörer betrieben werden, vollgestopft mit Bauteilen, ja. Für diese Art SMD-Bauteile und da haben wir im Augenblick keine Bauteile, wo unser Materialmix, unser Know-how drinsteckt. Ja. Aber das wird sich sicherlich in 2026, 2027 wird sich das ändern. Also wir wären zum Beispiel schon bei einem Laptop-Hersteller vor vielen Jahren reingekommen, der also eine eigene sein Audio-Part in dem Laptop irgendwie aufwerten wollte. Verbessern. Er hätte am liebsten da draufstehen gehabt Mundorf Insight, aber unsere Bauteile waren zu groß. Er hat es gehört, dass es viel besser ist, ja, aber er hat es natürlich nicht, weil hier so ein Kondensator kriegst halt nicht in den Laptop. Jedenfalls nicht, ohne den vorher irgendwie zu deformieren. Du müssen wie bei Röhrenverstärker rausstehen lassen. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Aber dann kriegst du den Laptop nicht mehr zugeklappt. Ja, genau. Ja, und die hätten das gerne gehabt und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Also jetzt willst du nachliefern. Ja, genau. Cool, sehr cool. Wow, das finde ich toll. Und da gehen dann auch Türen auf. Also ich habe schon vor Jahren
Videos gesehen, Synthesizer von Yamaha, neuer letzter Synthesizer, und die haben schon explizit in der Demo dann erwähnt, dass sie also irgendwann muss es ja vom Digital wieder zu analog werden, bevor es dann irgendwie hörbar wird, dass sie in dem Analogteil dann auch besonders hochwertige Bauteile eingesetzt haben, passive Bauteile. So, und da würde ich zum Beispiel gerne ansetzen. Cool. Ja. Yamaha macht gute Sachen, ja. Ja. Yamaha ist es, ja. Dass man da da wo es wieder analog wird, auf den Platinen, dass dieser so, und da steht jetzt wieder Qualität drin. wieder Mundorf drin, Ein alles Know-how, alle Substanz, die wir zur Verfügung stellen. Ja. Legierung, die den Klang schöner macht. Ja, und die Konstruktionsmerkmale, die sich dahin übertragen lassen. Oder auch zum Beispiel Platinenmaterial aus unseren patentierten Kupferlegierungen. Wow. Ja, sowas. Ne? Ja, das wäre ideal für unsere Projekte. Ja, das stimmt. Ne, das, cool. Ja, ist ja logisch, weil es muss ja, der Klang geht durch. Ja. Platine. Ja. Das ist ja also ein ewiges Thema. Point-to-Point gegen Platine. Ne? Bei den Verstärkern. Ne? Ja, gut. Ich habe noch mal kurz eine Frage hier zu den Elkos. Ja. Fiel nämlich gerade ein, aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nein. Wenn man jetzt nicht den richtigen kapazitiven Wert findet, aber dann sagen wir mal 2, 3 kauft und die dann parallel oder wie auch immer, macht das Sinn? Ja. Macht Sinn. Ja. Im Zweifelsfall durch das Parallelschalten reduzierst du die Rechtsinduktivität, den Innenwiderstand von dem Kondensator, also den ESR. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, irgendwann, wenn natürlich die Verbindungsleitungen zu lang werden, dann frisst es das wieder auf. Ja? Aber in einem sinnvollen Verhältnis macht das auf jeden Fall Sinn. Also jetzt, wenn du es jetzt auf die Spitze treiben willst, würdest du 2 so gegenüber und zweimal die Anschlüsse aneinander und dann da in die Mitte. Den kürzesten Weg. Ne? Dann hast du den kürzesten Weg. Also in den Netzteilen, die wir damals gebaut haben, da waren immer so dicke Kupferschienen drin. So aus 2 mm, 3 mm. Ja. So einfach so kupferflach und dann gekantet. Ja. Das war die Innenverkabelung von den Netzteilen. Das geil. Da ist genug Metallgitter. Ja, genau. Struktur. Da ist dann genau Kristallgitterstruktur. Gut. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen, dem Raimund Mundorf einmal zu sehen, was in diesem Genie vor sich geht. Und wir wollen uns herzlich bedanken für deine Zeit. War sehr kurzweilig und witzig und hat Spaß gemacht. Also wir schwimmen in Glück. Danke vielmals. Ja, danke, dass ihr euch auf den weiten Weg gemacht habt. Das ist schnell geflogen. Ja, wenn du in der Nähe bist, kannst du auch gerne mal zum Hören reinkommen. Ja, Krefeld. Ja, dann, ja. Cool. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte gerne in den Kommentaren und wir versuchen dann noch einmal zu fragen und wir sehen, was es gibt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Baba. Ja, und ciao. Ciao. Mein Bein. Oh. Mehr oder weniger. Genau. Jawohl. Genau. Und dann hast du aber auch noch die Mikromikrofonie und das ist einfach die Tatsache, dass wenn in einem Draht, in einem Leiter, das Kristallgitter, Elektronen bewegen sich, stoßen gegen das Kristallgitter. Das heißt, das Kristallgitter wird zu Schwingen angeregt. Es ist das Kristallgitter aber, weil es ja ein Kristall ist, elektrisch geladen, weil es sind ja freie Elektronen. Die Kerne sind also jetzt positiv geladen. Das ist also wieder, in dem Moment, wo sich das Kristallgitter bewegt, ist das wie ein kleiner Strom, ja? Dass der positive Atomkern verschoben wird. Das heißt, da entsteht wieder im Draht eine Mikrofonie. Abgefahren. Ja, und das sage ich dann mal als Wortpaarspiel: Makromikrofonie und Mikromikrofonie. Ja. Und dann wird auch klar, weil jedes Kristallgitter anders schwingt,
aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften einfach, dass unterschiedliche Metalle anders klingen. Geil. Ja, so einfach ist es zum Schluss. Ja, und dieses Schwingen kennt man auch einfach als Rauschabstand, ja, in der Messtechnik. Ja. Also beim Kristallgitter, der Leiter schwingt, er produziert ein Eigenrauschen im Signal. Und wenn ich jetzt sowas wie Gehirnströme oder noch kleinere Spannungen messen will, dann habe ich irgendwann Signale, die sind so klein, dass sie quasi in diesem Rauschen von dem Kristallgitter untergehen. Ja, schon fast bei Quantenphysik, aber... Ja, noch in der Mitte, aber dann gibt's, weil ein Schritt ist dann, da gibt's sogenannte monokristalline Kabeldrähte, da wird ganz abgefahren, da wird, also beim Ziehen von dem Kupfer oder Silber wird ein Kristall, das wird so gezogen, dass ein Kristall entsteht aus dem flüssigen Metall mit einer homogenen Struktur ohne Brüche. Ja? Und das wird dann erst in Scheiben geschnitten und die Scheiben werden dann zum Beispiel mit dem Laser als Spirale ausgeschnitten. Und dann hast du nachher einen langgezogenen Draht, den aber als ein Kristall, wirklich als ein Kristall. Das ist absurd. Ja? Und das führt dazu, weil normalerweise hast du in so einem Draht oder in einer Folie ganz viele Brüche in der Kristallgitterstruktur. Durch das Walzen, durch das Ziehen. Ja, das Kristallgitter wird richtig gestresst und auch deformiert. Das heißt, die Elektronen stoßen dauernd gegen irgendwelche Brüche im Kristallgitter. Und dadurch steigt das Kabelrauschen an. Ja? Und diese Monokristalleiter, die werden überall da eingesetzt, wo es darum geht, minimales Kabelrauschen zu haben. Ja? Und deshalb werden die zum Beispiel in der Messtechnik oder in der Medizintechnik eingesetzt. Und ich habe das selber gehört. Das hat mir auf einer Messe jemand einen Kopfhörer gegeben. Eine einfache Tonquelle, Kabel, einmal Monokristall, einmal normales Kupfer oder Silber und hat sich mit mir unterhalten. Die Musik immer gleich laut. Und einmal war er besser zu verstehen, einmal war er schlechter zu verstehen. Das, was den Unterschied gemacht hat, war nicht die Musik, sondern dieses subtile Rauschen von dem Kabel im Hintergrund. Ja. Ja, das hat ganz genau, bevor wir ja. Genau, ja, interessant, ja. Ne? Und er hat es mir auf der Messe vorgemacht, das war keine Frage, ich war verblüfft und da habe ich verstanden, Monokristallstruktur ist einfach weniger. Und das ist ja auch das, was eine gute Anlage nachher ausmacht. Wenn du nachher du hörst in der Anlage an und sagen wir mal, du hast irgendwas, einen Effekt, der aber nicht wirklich stimmt. Dann sagst du die erste halbe Stunde, boah geil, habe ich noch nie gehört. Und nach einer Dreiviertelstunde sagst du, ist echt super, aber ich brauche mal eine Pause. Ja. Und wenn es wirklich stimmt, dann sagst du nach einer Dreiviertelstunde, hast du noch das Stück, das habe ich lange nicht mehr gehört, hast du noch die... Willst du mehr hören? Ja, dann willst du mehr hören. Dann willst du mehr hören. Ja. Und das ist das Zeichen, die Leute sagen immer, ja, Herr Mundorf, Ihre Bauteile, aber ich höre das ja sowieso nicht. Das kann schon sein. Jeder hört's. Jeder hört. Und spätestens an der Frage, schalte ich nach einer Dreiviertelstunde ab oder habe ich Lust, noch mehr Musik zu hören? Daran kann jeder erkennen, ob es mit der Anlage um die Anlage jetzt ist gut. Ne? Ja. Ist doch abgefahren, oder? Also ich bin jetzt kein so ein Roger Waters Fan, sondern ich mag den anderen lieber. Wie heißt der schnell? Ich stehe gerade auf der Leitung. Ja, stelle ich mich mit drauf. Ich habe keine Ahnung. Ja, Pink Floyd sind zwei Leute, waren eigentlich, das ist der Roger Waters mit seinem Nummer. David Gilmour, danke. David Gilmour. Früheren ersten digitalen Musikgeschichten, die haben ja bei 20 Kilohertz ab. Es läuft, es blinkt. Das ist, wenn du sowas machst, filmst und du sitzt wo und redest und dann läuft das Ding nicht. Das ist schon mal passiert. Du hast da reingesprochen. Ja, das stimmt.